Ja, einen guten, schönen guten Nachmittag euch allen. Hallo, ja, zu ungewohnter Zeit heute mal ein bisschen am Strömeln. Ja, gestern hat das Internet nicht so mitgemacht, wie ich es mir gehofft hatte. Und ich dachte mir, komm, aua, dann strömel ich einfach heute noch ein bisschen, bevor es dann so um 19 Uhr bei der lieben Elise weitergeht mit Pathfinder. Und ich habe mir gedacht, komm, bis 18 Uhr schaffen wir es vielleicht noch. Ich wollte mir wieder ein bisschen mit euch YouTube-Clips angucken, vielleicht auch noch ein bisschen Sekiro weiterzocken und sonst, ja, mal gucken, was wir gleich so alles anstellen werden. YouTube-Videos nutze ich auch ein bisschen, um mir heimlich dabei mein Mittagessen reinzuziehen. Also ich bin nämlich ein bisschen im Verzug, ich habe noch so viele Sachen um die Ohren und so viel Planung. Ich hoffe mal, dass ich das alles noch hinkriege. Auch diesen Freitag ist ja noch ein bisschen was geplant. Und ich hoffe sehr, dass das bis dahin alles klappt, weil zum Beispiel ist diesen Freitag ja der erste Halloween-Talk des Monats und ja, es ist nicht einfach mit Leuten, die auch streamen oder volle Terminkalender haben, einen Tag zu finden, wo alle können. Ich muss noch ein bisschen rumschreiben, Leute anschreiben, auch ein paar Leute spontan anschreiben, die, wo ich noch nicht dazu kam, sie einzuladen. Aber ich hoffe mal, dass wir wenigstens so wieder 2, 3 liebe Gäste dabei haben können, die dann diesen Freitag mit uns ein bisschen über Halloween quatschen und wieder das gute Gruselbuch versuchen zu überleben. Und sonst, ja, willkommen ihr Lieben. Ich sehe schon Nova und Neffi, hallo, willkommen ihr beiden. Schön, dass ihr da seid, zur ungewohnter Stunde. Ja, die meisten sind wahrscheinlich noch arbeiten. Dementsprechend machen wir uns jetzt einfach nur einen gemütlichen. Ich gucke mir mit euch gemeinsam noch ein bisschen Sachen an. Ich fand eigentlich diesen Mr. Spooks ganz cool. Ich glaube, davon gucken wir uns ein bisschen was an, während ich was futter. Und je nachdem, wie wir Lust haben, zocken wir noch was oder gucken das einfach bis 18 Uhr weiter. Machen uns einfach einen ganz, ganz entspannten Dienstag. Und ja, lassen den Tag mal so ein bisschen auf uns wirken. Aber ich hoffe, euch beiden geht es sonst soweit ganz gut. Dass ihr den Montag gut überstanden habt und natürlich auch das Wochenende. Und ja, ich hüpfe mal mit euch direkt rüber. Da können wir ja bei uns mal ein bisschen anschauen. Da sind wir. So, ich muss noch mal gucken. Ich glaube, ich habe den im Verlauf, müsste ich den eigentlich drin haben. Da ist sehr viel Cyberpunk und Gedöns drin. Okay, da haben wir dran. Ah, ne, da. Haha. Abos. Dann gucken wir uns einfach mal so ein bisschen Mr. Spooks an. Was der so alles dran hat. Ich würde einfach mal von neu auf alt gehen. Fangen wir einfach mit der ersten an. Und dabei können wir gerne ein bisschen quatschen. Ich futter hier eben meine gute 5-Minuten-Terrine dabei. Also nicht wundern, wenn ich zwischendurch gemutet bin und nicht mit euch rede. Das liegt nicht daran, dass ich euch nicht lieb habe, sondern dass ich dann wahrscheinlich gerade richtig abartig am Schmatzen bin. Also, starte ich mal. Ja. Hello everyone, my name is Sir Spooks and today we'll take a look at 5 scary videos. But before we begin, make sure to subscribe to my channel so you don't miss any future uploads. Alright, let's begin. The following video was published to TikTok by a user named Louis Hudibdo and seems to showcase him and a friend walking around what appears to be a rundown apartment. This video takes a seriously sinister turn at around the 2-minute and 20-second mark, however. Okay. As we watch the footage play out, this suddenly happens. Lo que nos está pasando Eine aquí. Minute warten. Wie ich den Schlüssel verbrenne. Vete la verga. La pantalla, güey. Chinga tu puta Ja, da madre. ist ein Brett umgefallen wahrscheinlich. Das ist rumgerutscht. Luego el control que no se metió un vergazo también, güey. Aber Pantalla. warum hast du deinen Fernseher denn bitteschön daneben stehen, wenn du die Verpackung doch dafür hast? Dann pack doch den Fernseher da rein, wenn du den sichern willst und nicht einfach nur eine Decke drüber. Und warum hast du eine Plastikplane auf deinem Bett? The 2 men standing in the room can only stop and stare at the scene that just unfolded before their very eyes for several seconds before they even dare to begin speaking again. They stay in the same spot for the remainder of the video, likely too worried to move in the fear that something else will happen if they even move so much as a muscle.
As for what exactly happened in this footage is anybody's guess. What are your thoughts on this short clip? Also gesehen habe ich da jetzt nicht, dass da irgendwas langgedüst ist. In Louis Huidoblo's house? Did those objects tumble to the ground on their own accord? Or was there something far more sinister at play here? Be sure to let me know your opinion in the comments. Do you all remember the terrifying clown craze all the way back in 2016 when it seemed as if we saw a new clown sighting every other day? Oh, die Gruselclowns, bis heute ja nicht rausgefunden, was damit los war, oder? But it seems as if some Ich würde people gerne mal wissen, was das sollte. Das einfach nur Werbung für It war? Oder ob das irgendwie was anderes zu bedeuten hatte. 2022, and aber die waren ja überall. German explorers who were venturing around an eerie abandoned hospital. For the first little while in the video, the explorers don't seem to find anything of interest whatsoever, just some graffitied up walls and some rubble scattered across the floor beneath them. However, a couple of minutes into the exploration, this suddenly happens. Ja, jetzt sollte glaube ich bald die Etage kommen. Nee. Das ist ein Lavend. Hallo? Hallo? Auf gar keinen Fall ist das der Wind. Nein, das ist ja auch nicht der Wind. In die Deutsch? Ja, wir müssen einfach mal runter. Ja. Tatsächlich Deutsche? Scheiße. Nein, das war unter uns. Bist du jetzt unter uns? Lass uns verpissen, Alter. Lass mal suchen. Komm, wir suchen den. Two-Way Brothers. Moment, Two-Way Brothers. Das sagt mir ja gar nichts. Was, kennt ihr die? Two-Way Brothers. Tatsache, die haben auch einen Kanal hier. Grüßt euch, Leute. Was macht denn ihr normalerweise? Was ist denn die Kanalinfo hier? Thema Lost Places machen die. Militärgelände, Krankenhäuser, verlassene Villen und sowas. Ah. Okay, so ist es oft auch ganz cool anzugucken. Besonders wenn sie da ein bisschen was Spookiges drin haben. Die scheinen tatsächlich verschiedene Krankenhäuser und so tatsächlich zu besuchen. Hey, cool. Gucken wir uns vielleicht auch immer mal an, wenn wir super Lost Places quatschen. Bist du oben jetzt oder unten? Digga, wo bist du? A few moments go by before the explorers decide to venture outside the area to explore a little bit more before heading back inside to conduct more of their investigation. Most people tend to think that once they are outside, they are safe, but that is not true for these YouTubers. Dam, dam, dam. Hallo Seele, na, wie geht's dir? Was mit dir? Nein, jetzt bist du wieder da oben und rausgegangen. Seele, das sind tatsächlich zwei Deutsche, die dir was eingesendet haben. Ja, aber wenn wir da jetzt sind, ist er wieder weg. Naja, vor allem er rennt ja weg. As they try to avoid whoever or whatever was making that terrifying noise, they managed to capture something utterly bone-chilling. Take a look and see for yourself. Aber wie war dein Wochenende, Seele? Ich hoffe, du hast Montag gut überlebt. Drück die Daumen, dass mein Internet durchhält heute. Ist Nachtschicht? Oder? Thankfully, Dann bist du jetzt schon wieder wach oder noch? out of the woods and away from all the chaos. But not before getting one last piece of creepy footage on their camera, albeit seemingly without them noticing. Okay, ich habe jetzt gerade nichts gesehen. Was? War ziemlich wild auf jeden Fall, ne? Irgendwas weiß ist das. Judging by the looks of things, this particular area is definitely not a fun place to Das be. könnte halt alles sein, sogar ein Schild. Gerade wach geworden. Ja, guten Morgen, mein Lieber. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Gucken wir uns jetzt ein bisschen spooky Videos an, damit ich gleich, wenn mein Terrine eine essbare Temperatur erreicht hat, futtern kann. Und dann mal schauen, was wir noch so anstellen bis 18 Uhr. Das war auch eine schicke Bude. But that's exactly what's happening to a TikTok user named Marcio Palmer.
The video starts off with Marcio recording the television in the main room of the apartment, being as quiet as he possibly can. For what reason, we are not exactly sure, but it's likely because Okay, he das sah wanted gerade to aber um record einiges the schicker sound aus, for oder? his viewers to Warum ist denn hear. das so leer? What starts off as a simplistic normal video quickly takes a terrifying turn in just a few moments. Take a look. Ist er eben gegen die Wand gelatscht? Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. War gerade die Klinge durch die Tür gedrückt. Oh, ich bin gespannt. Also wir warten auch noch auf ein Paket. Kann sein, dass es hier auch mittendrin einfach anfängt zu bimmeln. Dann werde ich wahrscheinlich kurz pausieren oder weiterlaufen lassen und eben zur Tür runterdüsen. Ich hoffe mal, dass Erie nicht den ganzen Stream dann zusammenkläfft. Hallo Dark White, hi, und auch Violi, hallo ihr beiden. Wie geht's euch? Wochenende gut überstanden? Fandet ihr eigentlich das gruselige Video, das wir im Discord gepostet haben? Es war schon spooky, oder? Ja, wir haben schon versucht, Firo und ich, das, was wir gelernt haben, von den ganzen Videos irgendwie umzusetzen. Ich glaube, wir machen zwischendurch mal wieder solche lustigen Videos. If Marcio's video is to be taken as 100% legitimate, then it's genuinely staggering to see just how much seemingly paranormal activity is happening inside his apartment. To this day, it seems as though Marcio has never gotten to the bottom of what was happening in this particular video, which just makes things even more unsettling. Is Marcio living in an apartment that's occupied by Legt sich langsam paranormal wieder, das ist sehr schön. entities? Auf jeden Fall If viel so, trinken und what gut exactly einrollen. do they In eine warme want? Decke oder so. Are they friendly or do they mean to do Ja, some das harm? macht hope auch that is Erie the auch, former. Seele. Sobald er irgendwie die Pforte hört, oder manchmal auch nur einfach ein Auto, das vor der Tür parkt, This dreht er next so video was direkt published durch. to the highly popular Fängt an High zu klatschen, Strangeness sonst was. subreddit, which is essentially one big Und collection of Luna, all sorts hi. of photos, Na, wie geht's dir? videos, and stories Wie war dein relating to the Wochenende? paranormal, UFOs, ancient cultures, Siehst du mich doch mal wieder? cryptozoology, Ja. anomalies, Ja, sonst bin and ich ja immer other abends strange erst unterwegs. The Aber video heute, begins with a crowd of people ich talking pause in mal very kurz. loud and Heute Abend bin ich ja bei der lieben Elite zu Gast und gestern musste leider ausfallen wegen kein Internet. Und dachte ich, willkommen, dann machst du heute einfach von 15 bis 18 Uhr so ein bisschen was, guckst du dir YouTube-Videos an, quatscht ein bisschen mit den Leuten, damit nicht so ganz nach dem Debüt nichts mehr von mir zu sehen ist, weil Mittwoch und Donnerstag bin ich ja auch theoretisch nicht am Stream und erst am Freitag wieder, also die Pause wäre mir zu lang, dann krieg ich ja Entzugserscheinung von euch. Hast du noch Tickets für die Konichi bekommen? Oh, super cool. Selten in Twitch aktiv. Oh, jo. Aber du bist ja auch mehr auf YouTube und Insta und so am Rumdüsen, oder? Ja, mein Model ist ein bisschen anders, hast du recht. Hallo auch Veliev. Krawatte, dankeschön. Moment, ich zeig dir mal was. Moment. Ich gehe mal mit dir rüber. Du warst ja am Freitag nicht da. Da habe ich nämlich mein Redebüt gefeiert. Moment, ich hüpfe mal rüber. Am Freitag hatte ich nämlich mein Redebüt und ja, da habe ich sozusagen allen mein neues Model gezeigt. Ich kann das aber auch gerne mal zeigen, auch für die Leute, die vielleicht auch nicht da waren. Und ich zeig dir mal, so sehe ich jetzt aus. Der Kampf gegen schlechte Internet, momentan geht's. Ich habe Upload gerade an der Grenze von 7 Megabyte. Das ist gerade so ausreichend. Und ich zeige der lieben nur gerade, ja, ja, genau, legendäre Kleidung. Aber das ist ja noch nicht alles. Nein. Ich kann ja auch meinen Mantel ausziehen. Aber nein. Das ist ja nicht alles. Nein. Da gibt es noch ein paar andere Dinge, die ich dir zeigen kann. So einem, wenn ich mich auch fürchte, was selten vorkommt, aber manchmal... Ach, leger meinst du? Ah. Ich dachte mal, das ist legendär wegen How I Met Your Mother. Mit Suit Up.
Ich habe auch jetzt auch einen traurigen Gesichtsausdruck. Aber die beiden wichtigsten sowieso. Wenn ich wieder zu viele Korkis auf den Kopf kriege. Oder wenn mir Leute zu viele Komplimente machen, bin ich ganz rot. Richtig, richtig. Und wenn ich Angst habe, werden die lila. Aber es gibt da noch eine andere Sache, die vielleicht ein bisschen interessanter sogar noch ist. Wenn du mal hinschaust, weil wenn wir spookige Dinge machen oder es sehr spät abends ist, dann zeige ich nämlich meine wahre Gestalt, wie ich eigentlich in den Traumlanden aussehe. Und dann hole ich mit meinen ganzen Kräften die Traumlande ein ganz Stückchen in unsere Welt. Ich zeige dir das mal, wie das dann aussieht. Dann sehe ich nämlich so aus. Tintenfisch. Was? Ich bin doch kein Tintenfisch. Auch hier natürlich kann ich meinen Mantel, wenn ich möchte, ausziehen. Und auch hier machen meine Tentakel natürlich mit. Wenn ich Angst habe, dann stehen sie mir zu Berge. Und wenn ich traurig bin, hängen die schlaff runter. Und es gibt noch zwei Sachen, die besonders sind. Zum einen habe ich von meinem Vorfahren Hastur seine Maske bekommen als Geschenk. Und zum anderen kann mein kleines Dreieck, wenn es möchte, auch seine Tentakel strecken. Dann guckt die raus. Ich weiß noch nicht, wofür ich sie benutzen kann. Ich habe keine Ahnung, wozu das gut ist. Aber manchmal machen die das einfach so. Ich denke mal, das wird sich wahrscheinlich nochmal zeigen, wofür das gut ist. Ah, nein, Heuver ist da. Schnell wieder zurück verwandeln. Oder verlegen. Ja, zum Beispiel. Eine Kopfmassage. Dafür könnte das gut sein. Dass man direkt einfach eine Kopfmassage gibt. Und Heuver, wie geht's dir? Hallo, VStreamer, Dankeschön. Dankeschön für den Resub. Auch schon 14 Monate, Wahnsinn. Dankeschön. Nein. Sag weit. Nein, aua. Du seid zu Hause. Dankeschön, Luna. Freue mich, dass es dir auch gefällt. War eine Menge Arbeit dahinter, aber es hat zum Glück geklappt. Ich musste lange warten und ich versuche auch mein Debütvideo bzw. mein Lore-Video bei YouTube hochzuladen. Und wenn du Lust hast, also das komplette Debüt, die ganzen, ich glaube 38 Stunden oder so, sind aufgeteilt, auch als VODs, schon anschaubar. Die sind schon hochgeladen, beziehungsweise auf Twitch sind die schon guckbar. Und die werden auch demnächst noch auf YouTube landen, denn ich habe auch jetzt einen Zweitkanal, den kannst du ganz normal über meine Card finden. Da sind alle meine alten Streams auch noch mit bei. Die kann man sich dann auch auf YouTube angucken. So erwachsen aus. Dankeschön, Vibe. Dankeschön. Das war das Ziel. Ich sah ein bisschen zu jung aus in meiner alten Gestalt. In der neuen, das passt mir ein bisschen besser. Ja, das stimmt. Also, musst du mal gucken, ob sich das wirklich lohnt, Luna. Wenn nicht, dann besser beim Alten bleiben und besser das Geld dann so ein bisschen in die Videos stecken oder so, wenn man es nicht so oft macht. Das lohnt sich, glaube ich, dann eh mehr. Ich gerade zu Hause angekommen und nach knapp einer halben Stunde Stau. Oha, Heuver. Also, was lernen wir daraus? Nächstes Mal nicht über die Autobahn. Geister alter nicht. Ja, Vibe, da sieht man, dass du Freitag nicht da warst. In Wirklichkeit bin ich auch gar kein Geist. Ich bin ja gar kein Geist. Ich bin eigentlich Herr der Traumlande und eigentlich eine Lovecraftian Gottheit. Aber nicht verraten. Wenn jemand fragt, in der Menschenwelt bin ich natürlich ein Geist. Ne? Jetzt bin ich ganz beschäftigt. Das kostet dann. Ja, richtig. Ach, Entschuldigung. Ja, nebenbei einfach. Genau, alte Badewanne, Tablet und Show. Richtig, gerne. Oh, ja, natürlich, kannst du mich auch gerne zum Einschlafen nutzen. Vielleicht lese ich auch irgendwann mal so kleinere Horrorgeschichten vor, die man sich dann zum Einschlafen anhören kann. Du erkennst die 50.000. Oh, ich drücke dir super doll die Daumen, liebe Luna. Und hallo Tareko, auch du bist da. Hi, wie geht's dir? Ich bin ein Oktopus. Nein, ich bin kein Oktopus. Ich habe nur 6 Tentakel. Oktopus haben 8. Nix Autobahnstau, Bundesstraßenstau. Was?
Oder das ist jetzt nicht so häufig, oder? Vibe ist verwirrt. Wie schlimmer. No. 2 abgeschnitten. Oder das sind die, vielleicht sind das ja die hier im Chat manchmal rumwabern. Hier. Meine Chat-Tentakel, aber dann hätte ich aber 8. Nee, dann hätte ich 10 Tentakel. Das liegt in die Pause. Alles klar, Tariko, macht das. Die Ausnahme mit dem Octopus B, der würde auch sein. Nein! Nein, ich bin kein Octopus. No. No. Mein Onkel Cthulhu kannst du vielleicht eher als Octopus sehen. Eigentlich nie, aber heute war Photoshop. Wie kam denn das, Holger? Wie kam denn das? Haben die alle, irgendwie kamen die aus dem Urlaub zurück, oder was? Dann eine Kokosnuss? Was? Wieso eine Kokosnuss? Ich hab die selber gefuttert. Nein. Nein. Kann man nicht essen. Mein Tentakel kann man nicht essen. Die kann man für andere Dinge benutzen, aber nicht zum Essen. No. Die wachsen zwar nach, aber no. Bin ich ja auch noch beworfen mit Süßigkeiten? Frechheit. So, ich mach mal unser Video hier an. Die sollen euch ja schließlich gruseln und mich bewerfen. Excited voices about something Außerdem before the camera pans up to reveal that they are all gathered there to look at what appears to be a UFO hovering not too far in the sky above them. Aber no. What happens next is so fast that if you blink, you'll miss it. Watch this next part very carefully. Aber ich muss meine 5 Minuten Nudeln hier essen, meine gute Nudelsuppe. Vielleicht sollte ich mir aber eben muten, während ich das esse. Just as soon as it appears, the strange object in the sky can be seen darting out of view at an alarmingly high speed. If you go back and replay the video, you can see many people pointing at the object in the sky, tracing the object with their arms as it flies out of view. There's one man in the video wearing an orange and white hoodie who can be seen looking completely baffled a couple of seconds after the UFO flies out of sight. By all accounts, this footage definitely looks real. Lass es dir schmecken, What exactly were they looking at? Ich muss leider warten, bis Firo mit unserem Schwiegerdrachen zurück zu Hause ist, wo es Essen gibt. Unser Schwiegerdrache bleibt wahrscheinlich, wenn ich fragwürdiges Glück habe, noch 1 oder 2 Tage länger. Decorating the house for Halloween is something that millions of people all around the world love to do, as it gives them a fun and exciting way to celebrate their love for the spooky season. TikTok user Chell posted a video to his account saying that he walked outside to record a video of all the Halloween decorations on his house, audibly excited about what he was able to do with the house. However, just about 20 seconds into the video is when things get increasingly terrifying. Stellt ihr euch eigentlich auch Kürbisse vors Haus? Also wir haben die guten, billig aussehenden Plastik-Gruselkürbisse, die leuchten von Action. Die stellen wir mal überall hin. Wir müssen auch das ganze Haus dekorieren. Anyway, I thought about like adding stuff to it, but what the fuck? Jim. Im Monat der Geister. Bobby, is that you? Bobby. I get it. I get it, man. You're just gonna stare at each other for like what? You got me. Entweder sind das einfach 2 Leute, die verarschen, oder es sind einfach Puppen, die hingestellt wurden. I'm just gonna stare at him then. Fuck it, right? Dann besuchen wir die Kirche. Shell continues to record the 2 strange men in the masks for a prolonged period of time, perhaps unsure of what to do. It's clear by his quiet talking and overall demeanor that he's freaked out by them, but isn't sure what his next move should be. All of a sudden, a car passes by the 2 masked men. Ja, das ist garantiert nicht die beiden, die da standen. Die haben sich auf den Boden geworfen, easy. Oh, Firo, dankeschön. Ja, ist komplett, ja, dankeschön. Ja, oder? Wie schnell die Zeit vergeht. Wahnsinn. At this, Shell proceeds to race back inside his house for the fear of his own safety. But it seems as though we can't even count his own house as a safe haven. November. Because shortly afterward, aber bei uns wird in der kleinen Gegend hier so gut wie nie geklingelt oder so. Also die laufen eher in der Stadt rum als außerhalb.
Heißt immer mehr Süßigkeiten für mich selbst. Haha! Wir kaufen zwar immer welche, Alright. Yeah. aber Pio hat gesagt, wenn keiner klingelt, You got me. darf ich die Reste haben. Jim, you got me. You got me, man. You got... Also, Win für mich. Okay, it's good. Ich weiß auch gar nicht, wie lange streame ich überhaupt? Kann ich das gucken? And just stay in your room. Wow. so viel länger, als du mir What do you want, folgst. man? Streame ich auch Ever noch gar since this nicht. video has been uploaded to the platform, it has caused many people to wonder Gerade mal what ein bisschen exactly mehr was als going anderthalb on Jahre that dabei. night. The biggest question on Noch totaler everyone's Kacken. mind is obviously, who were those two masked men? What did they want with Chell? Were they just messing around with him, or did they want to harm him? Were they cultists? The truth will likely never be uncovered. And that was 5 scary videos. I hope you enjoyed the video, and if you did, then subscribe for more scary content. My name is Sir Hast nur die Spooks, and I'll see cringigen you Monate all verpasst, in the Firoli. next video. Damals hatte ich noch, also bevor dem vorherigen Interface und Overlays und so, hatte ich noch ein ganz altes, das war so babyblau und gelb. Das hat eine für mich gemacht, einfach so, weil sie es mir schenken wollte. Und sie selber hat es auch gesagt, deswegen darf ich es auch sagen, das sah schon schlimm aus. Das sah schon schlimm aus. Aber das danach, was ich bis von meinem VTube benutzt habe, das fand ich eigentlich auch ganz schön. Aber es sah ein bisschen zu kindlich aus und ich finde jetzt, so wie es jetzt ist, bin ich eigentlich sehr glücklich damit. Ich hoffe auch, euch gefällt das. Und ihr könnt hier oder da die kleinen Easter Eggs erkennen, aus dem ganzen kompletten Cthulhu-Mythos und den SCP-Universen und so. Und erkennt ein paar Sachen wieder. Ein paar Sachen mehr versteckt als andere. Auch schon 1 Jahr und 4 Tage. Alter Schwede. Seele im Firoli. Wie lange seid ihr, dass ihr schon so lange dabei seid? Das ist ja Wahnsinn. Ich kann mir selber kaum vorstellen, dass ich das schon so lange oder eigentlich noch nicht so lange mache. Dich. Ja, klebt beide schon 1 Jahr lang an meiner Backe. Freue ich mich aber sehr drüber. Ja, ich habe lieber wenige Zuschauer, aber diese dann treu und über lange Zeit, als irgendwie 200 Leute, die aber dauernd wechseln und eigentlich nur einmal da sind, dann wieder weg. And today we'll take a look at 5 scary videos. But before we begin, make sure to subscribe to my channel so you don't miss any future uploads. Alright, let's begin. The first video that we'll be looking at today was published. Ich finde ja so UFO-Sichtungen sind auch immer ganz cool. Also nicht nur Geister und Dämonen, so ich finde auch immer cool, wenn es irgendwie was über Aliens und so gibt. Interessiert mich auch immer sehr. The footage in question was shot in Fairbanks, Alaska at 3 in the morning. Stimmt, Seele, stimmt. Throughout the course of the video, we watch as the uploader pans the camera across the starry night sky. Ja, da freue ich mich besonders drüber, Firoli. However, that doesn't Auf dass es last noch for too long. viele gemeinsame schöne Jahre Around the werden. 1-minute mark, something fascinating happens. Take a look. There was another one before I saw this. It went straight down to the ground over there. Some I don't know. Wow. Oh, there it is. The heck is that? Strangely, the light-like object in the sky begins to split into 2 parts, which shocks the uploader, audibly expressing just how fascinating and eerie the incident is. About a minute or so later, the exact same thing happens once more, causing more shock and awe to set in. Das will ich doch hoffen, Firoli. Whoa. Eventually, this strange light phenomena leaves the area, leaving the uploader and us, the viewer, to wonder what in the world was captured in the footage. Was this a strange UFO floating around Fairbanks, Alaska? Was this something easily explainable that we're all missing? Be sure to let me know your thoughts in the comments below.
The following video published by TikTok user Armacade Haunting seems relatively cute and Paranormal wholesome to Activity start filmed by with. us in our house. We Ja, watch as an überhaupt nicht adorable gestellt. dog can be seen simply wandering around his owner's house, enjoying the daily life of being Das ist wieder man's so. best friend. No. Schnell verstecken. However innocent this video Schnell may seem verstecken. on the surface, though, is about to show itself as a legitimately terrifying piece of footage. The man can be heard talking to his dog directly in front of him before it goes to sit in front of a door. Nobody could have expected what would happen next. Where's your boy? Okay, steht da. What's up? Ich muss doch mal raus. Ich muss doch pinkeln. Huch. Whoa. Ist das ein Lautsprecher oder was ist das da von der Wand gefallen ist? A very large speaker can be seen unexpectedly fall to the ground, just mere inches away from hitting the unsuspecting dog, who luckily managed to get out of the way just in time before he could have gotten hurt. By rewinding the footage numerous times, it is crystal clear that the speaker should not have fallen the way it did. Das ist echt It wasn't too merkwürdig. close to the edge of Das the ist schon gut shelf gemacht it was worden. sitting on, and there was not any window open behind it, or anything that would have allowed for it to tumble to the ground. Because of this, many viewers are convinced that there was a vicious Man bewegt spirit sich in the durch room bewegt. that Ja, day. sowas that ist was immer ein bisschen attempting to seltsam, dass er sich seriously harm the dog gleichzeitig seen in this bewegt, wenn video. das Ding fällt. If it were to be faked, Weil, then it would have das to sieht be so done with erwartet some sort aus. of string attached to the speaker. Thankfully, Im we Normalfall can all filmst du ja auch deinen Hund nicht, wenn er sich collectively einfach nur know die that Tür this anguckt. Also unsuspecting schon ein dog bisschen, is doing okay. ist immer ein bisschen merkwürdig. Also wenn es so in einer anderen Aktion zu sehen ist, ist es glaubwürdiger, als wenn es nur deswegen gefilmt wird. This next entry covers a series of 3 different videos. Also ich finde das halt so Accounts, die auch extra Our Haunted House und sowas heißen, oder auch der gerade eben ja auch Videos aus unserem Spukhaus. Die machen ja die ganze Zeit Videos, müssen ja Content bringen, das heißt, die müssen sehr, sehr viel machen. Das ist dann schon ein bisschen sass. But innocent or normal. Somebody open the door? The door seen in the video randomly opens all by itself, causing the uploader to ask from out of view, did somebody open the door? Where he is met with no response, freaking him out even more. A second video shows the uploader talking to the camera, recapping the various creepy paranormal encounters he has had. Das ist eine gute Frage, warum der nicht angeschlossen war, aber das war garantiert kein kabelloser. Despite Die there sehen not being a anders window aus. open nearby Das sah auch ein bisschen whatsoever. altmodischer aus. He then walks into a nearby room to do some further investigation, which is when this happens. Okay, guys. So a lot of crazy shit has been going down in this house. Some paranormal shit. So, first of all... So this picture fell down, and I know what you're gonna say, oh, it was just the wind or whatever, but coincidentally, a bunch fell down in the other room, too. Let me show you. Hold up. Holy shit. The third and final video shows the uploader's Was ist dog du denn? barking at something he cannot quite see, but it's clear Ist that das ein his pet is Chihuahua? definitely not too happy with whatever it sehr is he's kurze Haare. barking at. Naturally, the uploader proceeds to investigate in order to calm down his dog, which is when he finds something absolutely blood-curdling. Wollt ihr mich mit meinen eigenen Tentakeln hier an den Stuhl ketten, oder wie? Holy shit, there's somebody out there. Aber soll ich dir mal einen Trick zeigen, Firoli, mit meinen Tentakeln? A strange shadow figure can be seen outside the house right in front of the front Kann die auch in door. dieser Gestalt zeigen? However, when the uploader goes outside to investigate, the figure is nowhere to be found. So what is going on with this man and his house? Kann die jederzeit Is verstecken. it all just a hoax? Or is it really haunted? If so, we can only hope that he's looking into moving somewhere else as soon as humanly possible. This next video was uploaded by South Korean YouTuber D-Doc Mikal and follows him as he explores an extremely rundown and terrifying No, nicht in den Keller. that Nicht in den showcases Keller, just das sind die how ganzen brave Mods und die and also Corgis. dangerous No. he likes to live. No. He enters an abandoned house that is located in the area.
And it doesn't take long at all for him to start experiencing just how eerie this particular house is. At around the 3-minute mark, this can be heard. Böse. 어디 계세요? 어? Not even a full minute later, while looking at a window in a different area of the house, you can see something absolutely horrifying just outside that will surely cause you to lose some sleep tonight. Warum filmt er durch die Kamera und nicht durchs Fenster? 뭐야? 누구세요? 잠깐만요. Hey, du there. About a minute later, the uploader is checking a room and finds some bed covers that he's about to pull off, just to make sure there's nobody hiding underneath them. Sure enough, this happens. 혼자가 뭐에 이렇게 많아? 잠깐만요. Eine Ratte! Thankfully, the uploader then makes it his #1 goal to race outside as fast as he can. Wahrscheinlich irgendwie eine Maus oder eine Ratte oder eine Schlange, keine Ahnung. Irgendwelche Kleintierchen. Known for his abandoned building exploration videos. But one can only hope that he never ventures back to this particular place again for his own safety. Was ein Name, Mafia 310. Uploaded a series of 3 different videos from varying angles to their account on August 28th, 2022. That seems to showcase something. Das klingt so nach so einem 14-, 15-Jährigen, der so zum ersten Mal irgendeinen Social-Media-Account erstellt hat. Und denkt, Mafia wäre ein cooler Name. Building in front of him, which looks to be normal enough. Some of the lights are on, seemingly suggesting that people are still inside working. But as normal as this building may look, there's something genuinely eerie about it that the uploader is about to witness firsthand in just a moment and will surely scare him. Das Modkiller zum Streamkiller umgeschaltet. No! Take a look. No! Yeah, it's still there. Okay. What's happening? Hallo Azur, na, wie geht's dir? The lights are... So ein schönes Wochenende? I literally see nothing. The lights are off right now. Oh, it just moved. It just moved. No, it did not. It just moved. It just moved. I just heard a weird fucking noise. Please don't. Ich glaube, es hat sich gerade bewegt. Dude, it just moved. Ah. Oh, hey! There is clearly something quite odd that appears in the office building window that the uploader is freaked out by, and understandably so. Take a look at the other videos to see what else was captured. Don't judge me. Security! I just want to talk. Security! I love this building. Hallo Ninja! Hi, wie geht's dir? War dein Wochenende? Did you throw that? Throw what, dude? I just heard something. Something just threw across the room. What? Dude, something just... I'm outside the door. I don't have access to that unit. I don't even think I got it on video. My phone was just angled up, but something just got thrown at the window. Security! Please open the door. I know you're in there. Something just got thrown again. No way, dude. I'm out. I'll be down in a minute. Does anything look broken, like glass? Security, I know you're in there. What was that? Yeah, what was that noise? Dude, that was just behind me. Was that like a fire alarm or something? No, dude, it was a squeak noise. Like something just moved behind me. What the dude? What do you make of these clips? Was there some sort of spirit roaming the halls of the office building that night? If so, what did it want?
Be sure to leave your theories in the comment section down below. And that was 5 scary videos. I hope you enjoyed the video, and if you did, then subscribe for more scary content. My name is Spooks, and I'll see you all in the next video. Stopp zum Stern, das wäre ja was. Ja, vielleicht kriegen wir dich, wenn wir dich ganz, ganz doll drücken, vielleicht kriegen wir dich wieder zu einem Stern zusammengepresst. Hello everyone, my name is Spooks, and today we'll take a look at 5 scary videos. But before we begin, make sure to subscribe to my channel Ja, so you don't miss any future Und Fenris, Dankeschön für den Follow und willkommen. Let's begin. Work is almost always a place that we collectively despise going to, unless it's a job that you genuinely love doing. Although most people dread having to go to work each day, there's usually no immediate danger to their health while there. However, for a TikTok username Grisel Hernandez04, that's not necessarily the case. On June 14th, 2022, Grisel uploaded a social media platform showcasing him filming something rather suspicious at his worksite, which appears to be some sort of industrial or hospital building or something of the sort. Although it can be a little hard to make out, if you look just close enough, you should be able to make out exactly what has been freaking Grisel out. Take a look. Todos pensando que era broma lo de la niña en el trabajo. Güey, no mames. Ja, okay, vielleicht hatte seine Kasse ein Problem oder so. Dass es nicht ging. Dass die irgendwie, weiß ich, sich aufgehängt hatte oder so, dass du deswegen warten musstest. A strange ghostly girl can be seen standing in the distance, wearing a white robe with long dark hair, almost like the iconic character Samara. Ich muss mal eben kurz hier mein Rollo runter machen, ich sehe ja gar nichts. Moment. Is this just a random ghostly entity that's unfortunately making itself known at Grisel's workplace? Is it just a hoax? Let me know what you think about this situation in the comment section down below. The following video was published to TikTok by a woman who goes by the username of Savannah Vibes and actually starts off relatively cute and wholesome. Das ist schon praktisch, wenn man Tentakel hat, dann kannst du einfach von hier, ohne aufstehen zu müssen, ans Fenster greifen und das Rollo runterziehen. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Schlecht gelaunt gewesen, ja, okay, aber dann ist es ja besser, wenn er seinen Frust nicht an dir auslässt, sondern dich einfach nur warten lässt, als irgendwie dich anzumaulen oder so. Kleiner Stern. Mach doch nicht, ein kleines Sternchen wäre ja auch süß. Du kriegst einfach neue Sternenmasse. Did you see it? It only happens very briefly in a blink and you'll miss it kind of moment. But at this moment, you can see that the der ist ein bisschen gerutscht. so slightly without any sort of assistance at Danke, all. ich trinke ihm was. Naturally, this has caused many viewers to be absolutely Richtig Seele. baffled as to how something Zur Not schaue ich mal in den Traum landen. Da gibt es bestimmt noch ein paar alte Rituale, die Sterne neu erschaffen oder sie verändern können. Sadly though, no answers have ever been given in relation to this video. So what do you think? How did this plush's head move all by itself? Was there some strange ghost possessing the doll? Was this something far less sinister? Let's hope for the latter. Aston Hall is a Grade 1 listed Jacobean house in Aston, Birmingham, England. Designed by John Thorpe and built between 1618 and 1635. It is a leading example of the Jacobean prodigy house. The house was bought in 1864 by Birmingham Corporation, becoming the first historic country house to pass into municipal ownership, and as it turns out, it's also allegedly quite haunted as well,
as evidenced by the following TikTok video. In fact, the mansion was named Also manchmal ist es ja wirklich so, wenn du einen Gegenstand an eine Wand lehnst oder so, dass der dann einfach nach einer Zeit vielleicht nachrutscht oder so. Es muss nicht immer zwingend paranormal sein, aber es kann. Who can be seen exploring the fascinating Aston Hall throughout the clip. Approximately the first minute of the footage is relatively normal as we watch the uploader explore the building and all that it has to offer. However, very shortly, things take a seriously dark turn for the worse. Mary? Mary? I mean you no harm. We know you're in there. We've seen you. Richtig. Where are you, Mary? Mary? Do you have a little lamb? Da ist auf jeden Fall jemand, eine Person oben. Mary? Then, about 30 seconds later, something else happens inside this exact same room that is sure to make the hair on the back of your neck stand up. Mary? Are you still in there, Mary? Eine Person in dem Zimmer. Macht wahrscheinlich auch die Tür gleich zu oder so. Thomas. Hello. The two figures seen in this footage actually appear to be the same one, but it could also be two distinct figures together in the same room. Who or what exactly is this figure? Is this a shadow figure, a ghost, or something else entirely? Das kommt drauf an, wenn der Raum da oben jetzt abgesperrt ist, ne? Das sah jetzt ja so aus, als wäre das so gemacht worden, dass du da nicht hin kannst. Kann das natürlich sein, dass es von dem Hausbesitzern oder so extra so gemacht ist, dass in unregelmäßigen Abständen irgendwas von Lampe ist oder so, damit ein Schatten entsteht. And judging by the terrifying things he was able to capture on film, it's safe to say that it's a very dangerous place. The first video begins with the man explaining that every time he chases it runs away. He then begins to pan the camera around the disheveled room he stands in, showing just how run down everything is. Then, out of nowhere, something even more unsettling happens. Ist das wieder mit dem Jungen? Mit dem Kind? Every time I go to chase it, it runs. I don't think it's a good idea I chase it anymore. You might think I'm playing with him. Every time. Wo er dann jedes Mal einfach entweder sich nicht in die richtige Richtung dreht oder statt geradeaus weiterzugehen, einen schon vorher abbiegt oder umgekehrt. Da gab es so viele Sachen zu verstecken. Saying that he was hearing strange giggling and laughing noises coming from somewhere nearby. However, while he is talking to the camera at these moments, something unbelievable happens right before his Kinderlachen ist eine Sache, die ist tagsüber schön und nachts ist die echt gruselig. Besonders wenn du alleine lebst. Again, came down here, doing a little cleaning, heard some giggling and laughing, came in. The energy is really heavy. I could definitely feel something looking at me. I could just feel it. You know that feeling you get when something's looking at you? I could just feel it. Dude, yesterday I felt it from right over here. Die guten Circle, die einfach so gar nichts bringen. Hallo Micha, hi! Aber die wollen doch nur spielen, ja! Die wollen einfach nur Verstecken spielen. Das Video hatten wir letztens auch schon mal gesehen, auch mit so einem Typen, der dann irgendwie ein Kind verfolgt. Da hat man richtig gesehen, dass es halt links und rechts noch weitere Gänge gab, aber er ist immer entweder geradeaus durchgerannt oder schon vorab abgebogen. Wo einfach eine Person, die da gewesen wäre, sich locker hätte einfach hinstellen können, zu verstecken.
Und deswegen haben Fio und ich einfach mal zum Spaß auch auf unserem Discord mal ein Video gepostet, was wir nachgemacht haben mit dem guten Lichtschalter. Vielleicht das einfach nachzumachen jetzt. In all three of these videos, it's clear that the man is being Aber wie geht's chased denn, or Mieter? Hast du stalked by denn some das sort Wochenende of schon ghostly überlebt? children inside the Wesley Manor. Seeing as how old it is and how run down the building is, it's not surprising to see strange occurrences inside, but it's still terrifying nonetheless. Natürlich war das real, ja. This TikToker doesn't Das have any war plans garantiert to nicht be back here gefaked, ne? anytime soon. Das ist schon paranormal gewesen da. On a brand new episode of The Haunted Side, published to YouTube, Patrick is heading out to explore the eerie Schultz House of Horrors, located inside the Sotro Tunnel ghost town. Ja, schon vorbei, richtig. Aber nicht lange, dann ist schon ein neues Mieter. Wir haben ab morgen schon die Hälfte geschafft. Dann kriegen wir den Rest auch noch hin. Na so, danke schön fürs Bad. Kommst du wieder Punkte? Jetzt super, super. Surprisingly, although the state of the building is quite creepy to look at. However, at one point in the video, Patrick hears something rather unsettling that catches him off guard. Are you over there by those chairs? Reveal? Are you gonna reveal yourself down there? No. Whoa. Ihr müsst ja auch das Geisterbuch hinlegen. Whoa. Habt ihr nicht genug Clues, dann könnt ihr nie rausfinden, was da spukt. Did you move one of these chairs? Whoa. Wow. Okay. Did you move Das sind one of unsere these Gedanken chairs? auch mit der Kamera. Wow. Whoa. Okay. Okay. You guys are just messing with me now, huh? Hold on, I'm gonna come down here. A minute or so later, Patrick heads to another section of the building, perhaps hoping that he would be safe in a completely different area. However, as he's about to find out, that is unfortunately not the case. Eine gute Quali ist immer dann, wenn du eigentlich nichts zu sehen kriegst. Deswegen bin ich mal gespannt. Oder es wird einfach in dem Augenblick sehr, sehr schlecht. Weil in solchen Videos bedeutet eine gute Kameraqualität fast immer, dass es nichts zu sehen gibt, sondern dass es immer Geräusche sind. Okay. What the that was I don't even know what to do right now. I think I backed into a corner. Finally, upon entering yet another room, the YouTuber proceeds to ask a question to any potential spirit in the room, perhaps not expecting to hear an actual response. But that's exactly what happens. You back in here? Is that your bird? I heard your voice. Is that your bird? Also bei den Geldern taucht er übt das Handy wieder durch die Lampe. Ja. Schnell, schnell! Schaltet schnell die schlechte Qualität an. Patrick hears a strange voice whisper yes to him in response to his question, causing him to audibly gasp. The investigation ends shortly afterward. What do you make of the terrors inside the Schultz House of Horrors? Do you think it's really as haunted as everyone? Vielleicht ist das ja auch so eine Regel. Also ich als Geist wüsste es zwar nicht, aber vielleicht ist das ja tatsächlich so irgendwie physikalisch. Man kann Geister nicht mit mehr als 160p aufnehmen. Sonst werden sie plötzlich unsichtbar. In 4K sind Geister nicht sichtbar. Die kann man nur in richtig, richtig schlechter Kartoffelqualität sehen. So Gameboy-Kameramäßig. Also es gibt Rückfahrkameras an Autos, die bessere Qualitäten dann aufnehmen als die meisten Geister dann.
Hello everyone, my name is Sir Spooks, and today we'll take a look at 5 scary videos. But before we begin, make sure to subscribe to my channel so you don't miss any future uploads. Alright, let's begin. The following video was published to TikTok by a username Diego Spikers and seems to showcase him filming a video down an apartment corridor. Deswegen fällt mir schon mein Internet so oft aus. Die versuchen irgendwie zu verhindern, dass ihr mich sehen könnt. We hear Diego call something out, perhaps a name. He then quickly rushes to the door, and that's when this happens. Amy? Läuft wer? Ein Haufen Sternstaub? Ja, eigentlich ja nicht. Sternstaub ist ja nichts Übernatürliches. Dass er lebt, da müssen wir mal gucken, ob das durch eine kosmische Kraft ist oder außerirdische Lebensform vielleicht. This bist du ja ein is Energiewesen one of oder the most ähnliches. subtle yet chilling TikTok clips that I've seen in quite a long time. There's just something about simplistic clips like this one that always gives us Ich bin sofort wieder für euch da. Ich lasse euch das Video mal gucken. Ich muss eben kurz Eerie neues Wasser geben. Not gotten any answers so that Diego can rest assured that his house is not haunted. Let's just hope that he manages to get away from whatever might be haunting him. Today's video is sponsored by Dave, the banking app that can help you instantly. If you're living paycheck to paycheck or struggling to make ends meet, it can be really stressful when unexpected expenses come up. Now, Dave can help you get out of a pinch when you really need it. I remember not being able to buy my mother the gift I wanted because it was the end of the month. I had to give her a rock instead. She wasn't happy, to say the least. If I had known about Dave, I would have been able to give my mom the gift she deserved. Dave is the banking app that can help you get up to $500 instantly with extra cash. That's more money to fill your tank. This next video Eerie hat jetzt wieder neues Wasser, habe ich schnell belonging to a user named ja, da freust du dich, ne? and was presumably filmed in Indonesia. In the video, we follow the uploader as he seemingly wanders around what appears to be an abandoned building of some sort late at night. Already a bad idea, especially seeing at how it appears that he's doing this creepy investigation all by himself. Throughout the course of the video, he shows us around the eerie area, which is enough to give you the chills. Die Eerie Area, As he walks around the distraught area. Oh, sorry, ich habe auch gerade gesehen. Oha. Ich habe den Lehrer-Move gemacht. Kennt ihr das noch aus der Schule? Machen Lehrer das immer noch? So, weißt du, wenn ein YouTube-Video gestartet wird, entweder die Maus so mitten im Bild lassen, okay, könnt ihr nicht sehen, weil ich ausgeschaltet habe, dass ihr die sehen könnt, oder die Maus extra so unten auf dem Play-Button oder so lassen, damit man die ganze Zeit unten so den Rahmen sieht. Tut mir so leid. Das triggert mich selber immer. Oder beim Dia-Projektor oder beim Eldritch-Projektor noch eben schnell die Hand noch mit auf der Folie oder so. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, bau anjing. Goblok. Bau, ya Allah, Kang. Wah! Hab ich's einfach selber gemacht. Schäme mich. Gue nyium bau wak, sumpah wak, astagfirullahaladzim wak. Di bawah ada suara geblukan lagi. Di bawah ada suara geblukan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita adu Mekanik. Ich glaube, das ist so die typischen GoPros, die du auf der Stirn hast, oder? What is this spirit and what did it want with this TikTok user? Was it a friendly ghost? Or was it one that was planning to harm someone? If the latter was the case, das sind meistens, weiß auch, Videos runtergeladen auf den Stick. That certain someone was not the uploader. With the release of this year's Nope, it seems as though many people are getting back into the swing of things. Also ich habe ihn Nope gesehen. Ich glaube, das war das. Ich glaube, es war doch, das war ein Kino. Ich fand den jetzt nicht so schlecht. Aber lustig anzugucken. Is the brother of this Reddit user named KiamH2230. KiamH says that when he first saw the footage, he was understandably pretty freaked out by it all. The Reddit user asked him for all the details, and his brother sent him the footage.
Ein neuen auf der Wand? I recorded this on my Sony Xperia 5 in East Kilbride, Scotland, on 10th of September 2022 at 8 p.m. There are two Okay, ein Sony Xperia 5. Moment. Sony Xperia 5. Release Date. So, wurde auch erst 2022 vorgestellt. Jedenfalls die IV. Wie alt ist denn das älteste Modell von den Dingern? Okay, das älteste Modell, das es gibt, ist am 24. September 2019 rausgekommen. Also erst 3 Jahre alt. Ich bin hier mal gespannt. Also drei Jahre alt. Mein Handy ist auch 3 Jahre alt und ich kann damit eigentlich HD-Videos aufnehmen. Ich bin mal gespannt, was für eine Qualität sein Sony Xperia 5 da hat, was 3 Jahre alt ist. objects in the sky moving at a steady speed. They were not massive, I reckon about the size of a jeep, maybe twice that size at most. Definitely smaller than a plane and a lot bigger than a drone. They had no lights, no wings, no windows and no propellers. Aber das sind jetzt ja nicht die Videos, oder? Das sind jetzt nur Beispielvideos, oder? Da sieht man ja, dass die fake sind. Bigger in real life. In the video, the objects appear to be black, but in real life they had a similar color to a cloud, not quite white, but not quite gray. They look to have a sphere or tic-tac shape. They look solid and metallic. They seem to have some smoke coming out of them sometimes. Zeigt ihr das jetzt auch mal? To know if it was just them moving through clouds, causing an effect that looked like smoke. In terms of height, they were flying about twice the height of a typical city building, definitely lower than a plane would travel in. End quote. Okay, das ist jetzt das Video. See that? What the fuck is that? There's 2 of them. Where's the other one? Where's the other one? I don't know what the hell that Es is. könnten einfach 2 Leute sein, die mit ihren Drohnen Spaß haben. Aber das ist das Problem mit so einer schlechten Kamera. Also selbst eine Handykamera, eine gute, hat halt nicht so einen krassen Zoom. Ist ja klar. Und es ist schwer von unten auszumachen, ob ein Objekt in der Luft jetzt sehr, sehr hoch ist oder nur sehr, sehr klein. Jedenfalls bei einer bestimmten Höhe und einer bestimmten Zoom-Qualität. Weil hier zum Beispiel kannst du jetzt nicht sagen, ist das Ding jetzt tausende Meter hoch oder vielleicht nur so 30 Meter hoch. Aber es könnten auch locker leicht einfach Drohnen sein. The height of a building, so it's not like up in the sky. What in the name of hell? What is that? Right, so there's 2. Where's this? I don't know where the second ones went. Right, I'm just going to focus on this one. There was 2. Oh no. Ja, Drohnen können schon relativ hoch fliegen. Ich weiß gar nicht. Seele, du hast ja sogar beruflich mit Drohnen zu tun. Was ist denn so die Maximalhöhe eurer Drohne? Über 120 Meter hoch. Also möglich wäre es, weil ich denke mal, weil wenn Seele hat ja so eine Feuerwehrdrohne. Ich glaube, wenn du die aus einer Höhe siehst und schlecht aufgenommene Qualität, könnte es auch aussehen wie ein UFO. Did this person end up filming legitimate proof of the existence of aliens? Were these 2 objects in the sky something much less sinister? Be sure to let me know your thoughts in the comment section down below. Zumal es noch nicht mal ein Prank sein muss. Es kann auch sein, dass Leute tatsächlich einfach nur irgendwie Videos gemacht haben für ein Video oder für Werbung oder so. Ein paar 400 Meter hoch können die. Alter Schwede. Naja, ab einer bestimmten Höhe sind die Dinge einfach nur noch fliegende Punkte. Besonders wenn es dunkel ist oder so. Die haben ja auch Lämpchen dran. Also man könnte es verwechseln, würde ich sagen. This next video comes to us from Japan, uploaded to TikTok by a user named CBluesM, and starts off with a bang. The footage shows the videographer entering a room with his night vision camera activated. What initially appears to be a normal empty room will quickly show itself to be anything but normal. Gesell dich zu uns, während wir hier unseren Senf zu Videos abgeben. Ja, du hast dich auch weggedreht.
A strange ghost can be seen. Oh, lass dich nie erwischen, ne? The room. As soon as the videographer notices this, he quickly panics and races out of the room. Du düppelst dir jetzt 20 Duplos rein. Oha. Auf überfrisst dich nicht. Amazingly, they manage to muster up the courage to enter the room once again, but this time they see that the creepy entity is no longer anywhere to be found, which strikes them as odd. Who was this scary figure and what did it want? To this day, nobody knows the answer for sure, but we can only hope that this Seele, wenn du das nächste Mal mit der Drohne rumfliegst, kannst du dann vielleicht mal einen Kollegen fragen, ob er mal ein kleines Video davon machen kann, wie die einfach hochfliegt und dann irgendwie auf der Maximalhöhe oder so ein bisschen hin und her fliegt? Wie kann man ja tatsächlich sehen, wie das dann aussehen würde. After all, it seems as if kids grow up in front of us within the blink of an eye. So it's important to make sure. Eine halbe Stunde noch? Also so. Das kriegst du hin. Eine halbe Stunde ist ja nichts mehr. So you can always go back and reminisce. Du gehst jetzt einmal noch aufs Klo und dann ist schon Feierabend. Not every video of our young ones is going to be precious. Some will be looked upon with fear and unease, as evidenced by the following video published by TikTok user RosieB2326 on September 4th, 2022. The video in question starts off with a young girl walking around in the kitchen, simply going about. Du müsstest ein schönes Alien-UFO-Video dann faken, Seele. Du musst dann ganz hoch fliegen, die Kamera richtig krass dran gezoomt, dass du nichts erkennen kannst. Und dann müsstest du so tun, als würdest du irgendwie so ein UFO oder ein Alien sehen. Ist das das Video mit der kleinen Gestalt, die da langläuft? Out of nowhere, the container in the young girl's hands is seemingly jerked out of her grasp for a few moments, before she is able to get a good hold of it once again. But of course, this begs the question, who or what was tugging on the container? By watching the video, we can clearly see that there was nobody there that could have been tugging on the container. Amazingly, the young girl doesn't seem scared about what just happened at all. In fact, once she regains her grip on the container, she simply wanders off into a different room without a care at all in the world. What do you think happened here? Did this young girl come into contact with a paranormal entity? Was she just goofing around? Let me know what you think in the comments below. And that was 5 scary videos. I hope you enjoyed the video, and if you did, then subscribe for more scary content. My name is Also nicht wundern, wenn ich ab und zu sehr leise bin. Ich das daran, dass ich gerade kau und ich nichts vollschmatzen möchte. Hallo Durok, hi! Die Corgis, die sind da, wo sie hingehören. Weg! Der hübsche Mann da. Da bin ich hier ganz verlegen. Hello everyone, my name is Aber Durok, wie war dein Wochenende? Hast du es gut überlebt? But before we begin, make sure to subscribe to my channel so you don't miss any future uploads. Alright, let's begin. On another note, don't you just love dragons? Me too. Today's sponsor is Dragon City, which I've been enjoying. Okay, wenigstens das Sponsor am Anfang, dann können wir es direkt überspringen. The following video was published to TikTok user Domamatikian's account on August 27, 2022. Lang musst du denn noch? Starts off relatively normal. We follow the uploader as he lay on his bed ich muss noch bis 18 Uhr seemingly trying to get a good sleep in. But something pulls his attention und danach shutting off his brain for the night. bin ich noch bei jemand anders auf der Arbeit zu His Gast. restfulness is disturbed by something rather unsettling that requires him to get up to investigate. Take a look. I really don't think I'm ever gonna be able to see this shit. Listen to it. Listen to that pedaling. Jesus. Sicher, dass die Tür geklopft hat, nicht die andere? It's my kitchen. Heute war ich... A
A mysteriously loud banging noise can be heard coming from somewhere nearby in the house, which is when the uploader stands up Ich hoffe, du konntest dich in deinem Urlaub wenigstens gut ausruhen. investigate further. At the end of the video, the TikToker opens the door where the banging sounds are Okay, coming das ist das Bild von oben. Oh, sehr cool. Okay, dann kann die sehr hoch fliegen. Seele, darf ich das Bild im Stream zeigen? Dann kann man schon mal sehen, wie hoch die ungefähr fliegt. Die könnte wahrscheinlich noch höher. Aber damit man so schon mal sieht, wie hoch die fliegt gerade. Da. Also ich glaube, es könnte auch locker schon die Höhe sein, die vorhin die Drohnen oder die schwarzen Objekte da geflogen sind. Circa 50 Meter. Aber die kann halt bis 400 Meter hoch. Da kannst ja fast nichts mehr erkennen. Krass. Also da musst du, wenn du kannst, brauchen wir auf jeden Fall mal ein Bild von der Drohne, wenn die relativ hoch fliegt. Wie das dann aussieht. Also wie gut man die quasi noch als Drohne erkennen kann und wann es schon nur noch ein fliegender Punkt ist. Ist schon sehr cool. Denn unser lieber Seele ist nämlich als Feuerwehrmann auch für die Drohnen zuständig. Und dann passt dann nämlich immer auf, sucht verlorene Leute oder so. Oder auch manchmal einfach nur Wildtiere, die wieder ausgebüxt sind. Sehr, sehr cool. Also Selo sorgt dafür, dass auf der Autobahn nicht so oft irgendwas vors Auto rennt. Which must have been equally confusing and terrifying for him. What's also fascinating to note is that in the description of the video, the uploader writes, quote, "When you live in a building built in 1932, odds are it's haunted," end quote. This one sentence has caused many viewers to suspect that that may indeed be the case. What do you think is going on here? Is this TikToker living in a haunted house? If so, he should definitely look into moving somewhere else as soon as possible, before it's simply too late. Genau, Seele, unser Freund und Helfer. Ja. With this next entry, we are once again following a TikTok user who seems to be having some creepy experiences while living in their house that just so happens to be allegedly haunted, if these videos are proven to be genuine. In the first video posted by TikTok user WinMacPix, he addresses the camera by saying that days like today are no fun, WinMacPix, ja. at which point the creepiness factor of the video gets dialed up to 11. Take a look. Days like today are no fun. No fun at all. Is it real? Yeah. Can I get it now? Stay there. Aber man hört schon, dass das Klopfen von hinten kommt. Er läuft immer dran vorbei. Man hört also... TikToker experiences something so. Ich spule gleich ein kleines Stück zurück. Wer von euch Kopfhörer hat, setzt euch die mal schnell auf und schließt die mal eben an. Ich gebe euch eine kleine Sekunde. Aber man kann extrem gut hören, dass wenn er die Tür aufmacht, dass das Klopfen nicht von der Tür kommt, das was da noch verhallt, sondern dass das immer so hinter ihm ist. Also es könnte halt auch einfach jemand auf die Küchen Ablage oder auf den Tisch klopfen, wie sonst was. Aber jedes Mal ist es dann so seitlich hinter ihm. Das kann man mit Kopfhörern halt sehr, sehr gut hören. 20 Windbeutel sind zu viel, liebe Windbeutel. Windbeutel kannst du gerne ein paar rüberwachsen lassen. Also, ja. Und so habe ich schon mal geschickt, wenn sie will. Okay, Moment. Wo hast du die denn geschickt, Seele? Auch nicht komisch, dass man nicht sieht, wie die Tür wackelt, wenn da so stark aufgeschlagen wird. Richtig, das ist auch das Seltsame. So, ich spule jetzt mal ein kleines Stückchen zurück. Wo hört man das erstmal klopfen? Ist das hier? Bin schon davor. Damit ihr mal gleich hört, wie das Klopfen halt dann hinter ihm ist. Like today are no fun. No fun at all. Is it real? Yeah. Can I get it? Es ist dann immer so auf dem rechten Ohr. Meinst du noch? Ja, auch wieder auf dem rechten Ohr und so hinter ihm halt.
Und man sieht halt nicht, wenn er dreht sich ja auch so, dass man nicht die ganze Küche im Auge hat. Irgendwie im Discord? Okay, Moment. Achso, noch ist es nicht da. Experiences Geht something wahrscheinlich so noch hoch. incredibly strange in relation to his guitar that it will surely make any guitar player that happens to be watching this video think twice about going anywhere near their beloved instrument. In the footage, Win McPig's guitar seems to be playing all by itself, but what's even more terrifying is what happens with it whenever he puts it in the... Achso, 24.05. Oha, Moment, muss ich gucken. Hast du mir das privat mal geschickt gehabt oder in unserem Discord selber? Jetzt muss ich mich mal hochscrollen, ob ich das wiederfinde. 24.05. Okay, das ist nochmal ein Bild von oben. Achso, meinst du die eingebaute? Meinst du die im Koffer? Okay, die zeige ich auch eben. Ja, ich finde schon, die sieht sehr cool aus. Das ist die Drohne, wenn sie zusammengebaut ist. Also auch nicht so gigantisch groß. Ich denke mal schon, also wenn das der Controller ist da oben, wenn die so 70, 80 Meter hoch ist, da siehst du halt nicht mehr viel von. Ja, und die hat ja wahrscheinlich auch so kleine Lämpchen oder so dran, damit man ihn im Dunkeln noch einigermaßen erkennen kann. Könnte man schon verwechseln. Etwas Paranormales, Übernatürliches, Weltfremdliches. Garage. Have a look and see. It's starting again. What's going on again? Hello? Wer zupft da an der Gitarre? Wer wagt es? Nope, ab in den Keller mit dir. No way. Holy shit. That's weird. Sind das einfach für die Seiten vielleicht, die da This next video ein is yet bisschen another nachziehen? example provided Aber das war by gefaked ohne Ende, auch mit der Tür seemingly zuknallen und so. demonstrates that his house, while normal looking and Aber sehr gut inviting, gemacht. may very well be haunted. I keep hearing sounds in my bathroom. I don't know what it is. I haven't whistled, I haven't messed with this thing. Ooh. Holy crap. No freaking way. Did you see that? Yes. Did you see that? It's okay. There's no way somebody slipped out right there. My back's against the wall. There's nothing. Das war ja ein Spiegel, ne? Nur ist die Frage, welcher Winkel ist das und wo ist das blaue Licht, was man da sieht? Das habe ich jetzt gerade im Badezimmer nämlich nicht gesehen. So what do you make of all these videos? Is Oh, Win McPig das ist lieb von dir dazu. Dankeschön. Ich liebe Windbeutel. Or is he simply staging all of these clips in order to get some traction online? Be sure to let me know your thoughts in the comment section down below. Die 40 Stück. Überfress dich nicht, ne? Nicht, dass sie nachher schlecht ist. For millions of people around the world who seem dead set on proving the existence of aliens. Du kriegst Bauchschmerzen. Teil die gut auf. Warum hab ich eigentlich nicht mehr den Vollbildmodus an? Sag mal was. We had an alien/UFO movie in the form of Jordan Peele's Nope. The following video posted to Reddit will make you believe in extraterrestrial life even more. Okay, er hat nur einfach nur den Clip und alles hat er jetzt nochmal benutzt, aber zeigt dann andere Videos, lol. Which shows him setting up his Geht immer camera rein. equipment in the middle of the night. Ja, aber denkt dran, die müssen auch irgendwann wieder raus. What is it? Well, let's take a look, shall we?
Dum, dum, dum. Amazingly, the object seen in Carlo's camera has a startling resemblance to that of a genuine alien UFO. Many people in the comment section of this video seem completely convinced of this video's authenticity. Eigentlich, ja, das ist auf jeden Fall ein Drohne. Man sieht ja auch, dass da eine Kamera dran ist. It is definitely one of the more realistic looking videos relating to UFOs that you can find on the internet, which is why it has been gaining so much attention on the internet as of recently. What do you think? Is this legitimate footage of UFOs floating around in our world? If so, what do you think they want with us? Are they friend or foe? We may never know for sure. Sometimes the most terrifying and unsettling videos can be the shortest ones, as documented by the following piece of footage that was uploaded to Reddit by a user named hasbeen42 just a little over a week ago. Denke ich auch. The footage in question shows two buddies wandering around a forest late at night, seemingly just trying to kick back, relax and have a good time, enjoying all that nature has to offer. However much fun these two friends were having is cut short by a legitimately startling discovery that they make fairly... Nee, paranormal sind sie tatsächlich nicht. Die sind vielleicht übernatürlich, weil, ja, die sind halt aus dem Weltall oder so. Da könntest du schon eher vielleicht noch sagen, aber an sich sind sie nicht paranormal. What the fuck? Wäre anderes Leben, wenn es das gibt auch. Genau, genau. Although it can only be seen for a brief moment, if you look just close enough, you can make out what appears to be that of a skinwalker in the flesh, wandering around the trees right near these friends. Of course, this doesn't have to be a skinwalker, but its appearance certainly does resemble one. To this day, none of the friends know for sure what they happened to film that day. What they do know, however, is that it wasn't anything friendly. The following short YouTube videos seemingly showcase some absolutely Alles klar, Ninja. Habt noch einen schönen Tag. And are certain to make you sleep with the covers pulled up over your head tonight. The first video starts off fairly normal. Aber ich liebe ja so asiatische Lost Plays und Gruseldinger. Die, ich weiß nicht, die haben nochmal einen cooleren Flair. The YouTuber does a full pan of the area, which looks fine. That is, until this happens. Schon allein wegen die ganzen Figuren und sowas, das sieht einfach so cool aus, dann, auch wenn es ein bisschen verwittert ist und sowas. Na, hallo Josias, wie geht's dir? This second piece of footage is a little more intense than the last one, as it involves looking very hard at the video in order to see what's going on. But once you see it, you won't be able to unsee it. Take a look. Okay. 何あの手？何？どういうこと？ Ein Blob. Eine Hand. Ja, der Filter hilft uns bestimmt, das viel besser zu erkennen. Eine gruselige Hand, oh nein! Investigates an abandoned haunted house in the middle of the night, equipped with a flashlight. As the night goes on, all seems to be going well,
until something incredibly frightening happens out of nowhere. Werden auch immer richtig. Obwohl, das machen diese russischen Lost Place Leute auch oft. Die rennen dann auch hin und treten zu nur eine Tür ein und so. Das ist auch mal cool. To this day, none of these videos have any sort of concrete explanations given to them, making them mysteries for the time being. What do you think of them? Were these places really haunted? How did the doll move? What was that creepy hand in the second clip? Was it all just staged? We'll never know for sure. Never Thank you know. again to Dragon City for sponsoring this Okay, video. Werbung. Click the link in Okay, the diesmal hat er description sein to get your starter pack of Werbe-Dings 15,000 food, erst am Schluss gemacht. 30,000 Moment, so. gold, and the Ich mach mal das epic nächste zombie Video wieder an. nature dragon. Da. Sehr cool. Was spielst du? Ernsthaft, Seele? Hello everyone, my name is VStreamer, Ernsthaft? and today we'll take a look at 5 scary videos. But before we begin, Ich dachte, du spielst nur unseren guten Sponsor, Raid Shadow Legends. Alright, let's begin. Wegen deiner Tochter? Die kleine süße Drachen sehen kann, oder warum? Riding horses, viewing it as a peaceful activity that allows them to get out and explore nature in a more fun way. Some animal lovers tend to horseback ride just to see what it's all about. Whatever the reason you may want to ride a horse, you surely wouldn't expect to go horseback riding and encounter something genuinely terrifying, right? Well, that's exactly what happened. Gibt's doch zu, Seele. Eigentlich findest du die Drachen auch süß. Das ist das Gute, wenn man eine Tochter hat. Dann hat man auch Ausreden für sowas. Down upon noticing something that is spooking it not too far in the distance. Let's take a look and see what it is. Einen Drachen findest du süß? Und welchen? Was soll man da jetzt erkennen? Ach, da. Alter, kann man das schwer erkennen. Das kann halt auch ein Eichhörnchen oder ein Vogel gewesen sein. Some kind of a humanoid creature, or perhaps an alien. At least that's the appearance this figure has, but it could as always be a hoax. If not some unknown creature or cryptid, Das kann halt jedes mögliche Tierchen sein, das Bäume hochklettern kann. leave all of your theories in the comment section down below. I was contacted by a kind cyber demon the other day. He sent me a link because he wanted to show me something. The link seemed a little scary. This next terrifying video was published to TikTok by a user named RayRedOfficial. In the description of the upload, Ich muss mal gucken, ob wir mal wieder einen Sponsor-Stream kriegen. Aber ich habe jetzt die letzten paar Mal Raid erstmal abgelehnt, weil sonst wird es ein bisschen zu viel. Also ich mache eigentlich auch nur Sponsorings, wenn ich entweder das noch irgendwie verkraften kann oder wenn ich weiß, ihr habt da noch Bock drauf. Aber die ganze Zeit immer nur Raid. Nee, da habt ihr ja auch keine Lust drauf. Weiß ich doch. Ich hoffe mal, dass wir andere noch für andere Games oder sowas kriegen. Das wäre mal ganz cool. Also noch sehr erschöpft vom Wochenende, aber sonst super, Durock. Ich freue mich auch schon sehr, nachher bei der Elise wieder ein bisschen Pathfinder spielen zu können. Mit meiner guten Ratte. Ich hoffe, ich kann euch da nachher auch gut sehen. Ich versuche auch wieder zu hosten, falls es denn möglich ist. Which understandably causes him to panic and hyperventilate before the video abruptly ends. A second video posted to Ray's account may be even more terrifying. In it, him and a friend turn on the radio in their car when they hear what appears to be a series of screams coming from the other side. Not only that, but they also notice some strange things in the distance. Take a look. Du hast jetzt schon 35 weggefuttert? Ui, wie so ein Staubsauger bist du ja.
Bro, turn it up right now. Bro, that's screaming on the Alter. radio, man. Wie wenn ich sowas plötzlich im Radio... Huch! Dann will ich aber auch denken, what the fuck? To this day, Ray is not sure what kind of horrifying things he went through. But we can all hope that he will one day get all of the answers he so desperately needs. Ja. Ich stelle mich auch manchmal mit meiner This Maske in next den Wald. entry consists of 4 different videos uploaded to a TikTok user's Ja, account. ich lebe wahrscheinlich in einem gespukten Haus. Daran erkennst du doch schon, der macht nichts anderes außer Videos dafür. In the first video, Maddie is filming at the top of a staircase, audibly breathing very heavily. He almost seems as if he's anticipating something downright. Ich glaube, ich mache das auch immer mal einfach. Einfach einen Kanal machen bei TikTok, wo ich dann einfach nur von unserem Haus hier einfach so schlecht gestagte Sachen aufnehme. Einfach nur so zum Spaß. In the second video, Maddie explains that he was just playing some Call of Duty online when all of a sudden, ist es nicht immer so, dass sie nur Call of Duty online spielen? he noticed his door began to open ever so slightly, seemingly all by itself. Bro, nobody is home. My f***ing family is in Cancun, bro. You gotta be kidding me. Bro! What the f***? Die Klospülung war an. Bentley? Bro, are you f***ing kidding me right now? Bruh. Are you f***ing kidding me right now? What the f***? Bro! Just a prank, bro. Holy. Aber er guckt auch nicht hinter die Tür oder so, wo eine Person sein könnte. Oh, ich werde gerade angerufen. Ich bin mal eben kurz gemutet. He even investigates more areas of the house just to confirm that he's there alone. And sure enough, he is. But that doesn't make things any less scary. The third video shows Matthew wandering around his house when his dogs begin to bark and freak out about something. The video doesn't start off too creepy, but as you can probably expect, that all changes in the blink of an eye. Great, home alone, and the dogs are freaking out again. And it looks pretty brand new now. And you're serious. Why every time when I'm home alone? And that door was 100% open. Maddie's fourth video sees him walking upstairs when he notices something rather scary in his room that causes him to panic for a few moments. Take a look. The f*** is that? What the f*** was that? Bro, what was that? A scary face can be seen appearing in the doorway for a moment, which is what caused Maddie to be more than a little freaked out, which makes perfect sense. Keep in mind, during all of these videos, Maddie was allegedly home alone, so it couldn't have been a family member. What in the world is causing Maddie so many sleepless nights? Is it something paranormal? Be sure to let me know your thoughts in the comments below. Ja, wieder da. Nee, ich bekomme, also, wir haben hier in unserer Menschen tatsächlich am Schlafzimmerfenster links und rechts in den Ecken von beiden Fenstern, die da sind, haben wir ein Wespennest. Und da kommt gleich noch jemand eben vorbei und kümmert sich drum. Das heißt, nicht wundern, wenn ihr plötzlich Hunde bellen wie blöde hört, dann hat es nämlich an der Tür geklingelt. Ich werde dann eben in den Be Right Back Screen gehen oder euch eben ein Video anmachen und die Person dann eben reinlassen, damit die sich da eben drum kümmern kann. Also nicht wundern, wenn ich dann zwischendurch spontan immer mal wieder weg muss. Dann muss ich nämlich der guten Person eben einmal helfen oder halt das Fenster aufmachen oder eben rein oder rauslassen.
Nur schon, damit ihr schon mal gewarnt seid, es könnte sein, dass irgendwann spontan ein Hund anfängt zu bellen wie blöde. Das ist nämlich Eerie, der besser ist als jede Türklingel, leider. Aber solange gucken wir natürlich noch weiter die Videos. One that is sure to fascinate you and terrify you at the same exact time. It is a deleted Reddit video from a Department of Defense facility. The video in question is rather interesting, albeit eerie and atmospheric. Let's take a look at it. Ich hoffe mal, dass das klappt, weil dann können wir endlich wieder mal Fenster aufkipp machen im Schlafzimmer. Das ist nämlich ein bisschen schwer zu lüften, wenn du da die Fenster nicht aufmachst. Wir müssen immer die Tür aufmachen, dann andere Fenster auf und so. Das ist ein bisschen doof. Weil sonst fliegen sie die überall rein. Wir haben ein bisschen Angst, dass wenn zu viele Wespen reinkommen, dass unserem armen Eerie was passiert. Weil der schnappt ja so nach denen. Windbeutel weg. Alle 40. Du hast jetzt 40 Windbeutel einfach weggeext oder wie? Kriegst du nicht Bauchschmerzen? Ist nochmal 40. Alter. Sicher, dass du ein Stern bist und kein schwarzes Loch? Was machst du mit den ganzen? Ah, ich weiß jetzt, welchen Seele meint. Okay, Moment. Kann ich das zeigen, Seele? Kann ich das im Stream zeigen oder ist auf dem Foto irgendwas drauf, was nicht gesehen werden soll? Windbeutel sind klein, also geht noch mehr OK. Okay. Ich zeige euch eben Seeles Lieblingsdrachen. Ja. Natürlich der Feuerwehrdrache. Wieso überrascht mich das nicht, Seele? Wieso überrascht mich das nicht, dass der Feuerwehrdrache dein Lieblingsdrache ist? Dann spielt er das tatsächlich. Oh Mann, oh Mann. Natürlich, ich meine natürlich, deine Tochter spielt das, ja, ja. Nicht die Seele wird sowas niemals spielen, aber seine Tochter, ja, ja, die spielt das. Unfortunately, on this phone camera, you can't see it, but it fades off gently to the right. It's very pixelated on this camera. And so I sit here for a second, wait for it to come back, and it doesn't. But it was sitting there for around 4 minutes, and as soon as I started observing it, it disappeared. And I monitored this camera for the rest of the night, and it never came back. So hopefully we can figure this out. What makes this video even more interesting are the pieces of information provided by commenters, who make this story that much more fascinating. One Reddit user writes, quote, I went through this guy's profile and comments. He's been active on Reddit over a couple of years. Und Lil Gamer, Dankeschön für den Follow. Willkommen. Commented regularly on r/Air Force with all kinds of specifics that only the military will know, so he seems legit to me. I won't post his name because then it might get deleted, end quote. This Reddit user says that he messaged the user for his own safety, saying that, quote, with all of his comments over the years, I could tell it would be easy to find out who he was, end quote. He says that 5 minutes later, the account had been deleted. Then there's the submission statement, which reads, quote, Automod deleted OP's video because of the lack of a submission statement and he never uploaded again. Some of the comments, quote, just a few reports from patrolmen that there was an odd energy around, such as being watched, followed. I'm a hard skeptic on their reports due to this video's influence on them at the time. With a local investigation, it was quite inconclusive, but we did rule out a weather balloon, helicopter, inbound aircraft or personally owned drone. This assumption comes from its overall size, movement pattern and lumens. And we monitor these cameras 24/7 365 and can easily and confidently ascertain the status of any aircraft in our FOE. We also utilize a Ninja drone detection program that monitors and tracks all drones within a 50 Soll jetzt der square mile Lichtpunkt da area. das UFO sein The oder only issue that we ist das had jetzt einfach nur ein anderer Scheinwerfer? around 30 minutes was radio system disruption for around 20 seconds. End quote.
So what do you make of this entry? Personally, I think it is one of the most Wie viele intriguing things on Reddit kriegst in du mal ages, Windpoint kaufen? and seems to be one of the most genuine pieces of UFO footage we've Absurd, seen nicht zu in viele futtern. ages. Nicht, dass dir schlecht wird. Dark Ghost Paranormal Dark is a Ghost super Paranormal. paranormal investigation That YouTube name. channel that has garnered a big following throughout the years, thanks to their genuinely frightening videos. Die haben bestimmt Premium-Content. Die haben schließlich den kleinen Haken. Das heißt, der muss besser sein als mein Content. Ich habe keinen kleinen Haken. Vielleicht müsste ich auch irgendwo einen kleinen Haken machen. And around the 10-minute mark, they get their first signal that they may not be as alone in there as they initially thought they were. Wieso stellt er da jetzt ein Kleid hin im Spiegel? Things seemingly slow down for a few minutes, but they pick right back up again, as evidenced by this horrifying moment at around the 13-minute mark. Take a look and see for yourself. Ja klar, und er bleibt da ganz chill sitzen, wenn er merkt, dass das immer näher kommt. Okay, das ist sehr gut gemacht, der Trick. Sehr aufdringlicher Wäscheständer. As always in videos like this one, there's truly no shortage of horrifying moments that are sure to make the hair on the back of your neck stand up. Das ist schon sehr cool Shortly gemacht. after these creepy incidents, the group decides to leave and call it a day, which was most likely the best decision for their own safety. Let's just hope that they don't go back to this particular location in the future, so as to not agitate the spirits even further. And that was 5 scary videos. I hope you enjoyed the video, and if you did, then subscribe for more scary content. My name is Spooks, and I'll see you all in the next video. Ja. Also das letzte war echt mega gut gemacht. Das war das Professionellste bis jetzt. Man hat jetzt die Fäden nicht so krass gesehen und auch die Schublade da am Schluss war echt cool. Hat zwar ein bisschen gehakelt zwischendurch. Nur bei dem Kleiderständer, der da folgt, da hat man halt mega gesehen, dass sie gezogen wurde. Aber trotzdem sehr gut. Also, wenn die mal so ein Filmprojekt machen, sieht das bestimmt cool aus. Willkommen zurück, Neffi! Hello everyone, my name is Spooks, and today we'll take a look at 5 scary videos. But before we begin, make sure to subscribe to my channel so you don't miss any future uploads. Alright, let's begin. The Stanley Hotel is located in Estes Park, Colorado, and is a genuinely gorgeous and mesmerizing hotel on the outside if you look at photos and videos of the place. It also served as the inspiration for the iconic fictional Overlook Hotel in The Shining. That, and it's allegedly haunted. This video posted to YouTube by a man named Eric B. sees him wandering around the hotel's long corridors, things going as normal as possible for a hotel that is said to be haunted.
Eric is walking down the seemingly never-ending corridor when he eventually begins to pick up the pace, almost as if he's in a hurry to reach the end. Maybe he's scared of something in the halls. Then, out of nowhere, this happens. Sieht ein bisschen wie das Hotel aus, wo wir für die Dokumi waren. Wir haben auch so einen schrecklichen Teppich gehabt, nur eher so ein blau-braun statt rot. The door directly in front of Eric can be seen slamming shut without anybody in sight. So, what could have possibly caused this door to close so vigorously if there was nobody around that could have done this? Can we chalk this up to paranormal spirits? Was this just an elaborate hoax to get some views? Or is there some other mundane underrated explanation? Kryptid. Be sure to let me know your thoughts in the comments below. A Reddit user named DankyKangsGF uploaded the following eerie video to the paranormal subreddit. For context, she explained the following, quote, "This is the video of my 2-year-old. It was 3 AM. The baby monitor was triggered due to movement and crying. I was at work and I opened the video. It looks like something pulled at his feet. I'm freaking out. I hope I'm overreacting, but I can't shake it. I need opinions." End quote. So, without further ado, let's take a look at the video. Yes. Das mit dem Spiegel war sehr, sehr gut. Ja. As you can see, the way the boy moves definitely makes it seem like something almost pulled him away. It didn't exactly look natural, but it's also hard to tell if this was just the boy making odd movements or if there's something more paranormal. Es kann natürlich auch sein, dass er einfach einen Krampf gekriegt hat im Bein oder so und das deswegen automatisch ausgestreckt hat. Want to find on your nanny cam because you just want your kids to be safe. This Reddit user hasn't posted anything since this video was posted 8 months ago. Kennt ihr das, wenn ihr so friedlich schlaft und plötzlich kriegt ihr so einen richtig fiesen Beinkrampf, wodurch ihr dann wach werdet? Oh, das ich leide sehr oft durch meinen Eisenmangel und das ist nicht schön, wenn man friedlich im Tiefschlaf und plötzlich mit mega Schmerzen aufwacht. Das ist nicht schön. Ist recht, das spürst du halt noch 1 oder 2 Tage danach noch, wenn es ein richtig fieser Krampf war. Oder wenn er sich dann immer und immer wieder neu nachkrampft. Die Hölle ist das. Wie oft ich da 4 Uhr auch schon mit wach gemacht habe, weil ich plötzlich aus dem Bett ausgesprungen bin, um schnell das Bein halt ein bisschen gegenzustrecken. Das ist echt fies. Ja, Problem ist, mein Körper nimmt das nicht so gut auf. Also ich nehme jeden Tag eigentlich eine Magnesiumtablette. Noch gegen Eisenmangel nehme ich noch was und ein paar andere Präparate, aber bringt leider nichts wirklich. Did you see it? Nee. If you look hard enough, you should be able to see what looks to be some black hair moving away on a chair. Ach, ich dachte, das wäre ein Schatten gewesen, der da einfach nur weggeht. Da hätte ich jetzt nie schwarze Haare draus gesehen. Francesca Batsuis posted the following clip to her TikTok account a while ago and seems to showcase her and a friend participating in the always popular Bloody Mary challenge. For those who are unaware, in order to do this challenge, one must repeat the name Bloody Mary in front of a mirror 3 times, and it is said that she will appear. What happens next depends on which version of the urban legend you are told. Many have done this game, and Francesca is just one of them. Throughout the video, all actually seems to be going relatively well.
However, that all changes in the blink of an eye. As Francesca makes her way through a long corridor, she notices something heart-stopping that causes her to freeze up. Take a look. Ja, wo sind die denn da? Hätten solche Flure, bitte. Fai un attimo di sopra. Dai. Qua non c'è niente. Che cazzo è? Cazzo. Oddio. Fra, vai via, Fra! The dachte sie auch nur, can be seen nope. moving down the hallway, which obviously frightens the uploader. causing Hallo her to Jascha, end the recording hi. right then and there, perhaps Aua, out of sheer sag terror mal. and panic. Was soll das To this denn? day, she's not 100% sure what this entity is, packt but man many das besser. believe it to be Bloody Mary, given the challenge that her and her friend performed. It could obviously also be a hoax, but if this video is genuine, then it is just further proof that you should never play this game Freut mich, dass du under gut any angekommen bist, Jascha. circumstances, unless you want to be haunted for the rest of your life. Chris from the YouTube channel Urbex Hill is once again exploring an old, abandoned and of course haunted location. This time, it's a Masonic temple that is located in Cleveland, Ohio. Das glaube ich nicht. This is one of those interesting videos that is both scary and fascinating. Du kannst mir auch einfach einen Kaffee hinstellen. Das verstehe ich eher als Zeichen deiner Liebe. That this was once a place of beauty and worship for so many. But it's also scary to think about the fact that it is now somewhere that is outrageously haunted and filled with so many vengeful spirits. Chris seemingly encounters one himself at around the 12-minute mark when this happens. Willkommen zurück, Azur. Und konntest du noch Windbeutel ergattern? Hast du einen geilen Clip verpasst? Oh, hast du noch den mit dem Spiegel gesehen und der Schublade? Mit dem aufdringlichen Kleiderständer? Shit. Door just closed. Willst du ihn kaputt gemacht? Ja. Ein bisschen schon. 7 Packungen bekommen mit 27 Stück. Boah, Alter Schwede. Hast du nicht? Was? Nicht? Nein. Papa. Ach, das war bisher eines der besten Videos. In 3 Stunden bin ich wahrscheinlich bei Elise zu Gast. Also ich nehme dann trotzdem gerne einen Kaffee. That could not have been the wind. The door slamming shut obviously scares Chris. Ist noch nicht, wo What he bist du denn didn't gerade? know was that he was also being watched by a disturbing figure within the darkness. Oder bist du noch bei der Arbeit? Wie babbelt? Ja, immer. Oh, der war so lecker. Das nächste Mal direkt 2 oder 3 mitbringen. Wie ihr hört, da ist die Person, die jetzt bekommen hat. Ich gehe mal kurz in den B-Roll-Backstream, bin gleich wieder für euch da.
da bin ich wieder. So, um die Westen wird sich jetzt gekümmert. Und sobald die Person fertig ist, muss ich gleich nochmal in den Pausenscreen. Aber bis es soweit ist, gucken wir so weiter. Ich hoffe mal, ihr habt euch nicht zu doll erschreckt vor Eerie. Ja, du hast aber auch kräftig gebellt, ne? Und wie schnell er die Treppe runtergerannt ist, ist Wahnsinn. Und Cristano, dankeschön für den Follow. Willkommen. Und das sind das letzte Mal gewesen, dass ich die Bubble Team mitbringe. Ja, das musst du jetzt immer, Jascha, ne? Und du, Rock, dann habt noch viel Spaß mit deinem Besuch. Älter ist kurz. Also, ich nehme gerne Windbeutel. Also, ich nehme immer. Und ja. Also, Eerie ist richtig schnell die Treppe runtergedüst. Der kam gar nicht hinterher, ne? Ja. Läufst du hier mal wieder auf deinen Platz, kleiner Kollege? So. So aufgeregt hast du dich, ne? Ja. Okay. So. Machen wir das Video wieder an. A couple of minutes later, Chris eventually makes his way back into that same room, at which point he makes a startling discovery. The same door as previously shown is closed again, causing Chris to be confused and scared. Licht? I do not remember closing this door. Hold up. Shit, when I left this, did I close this door? I cannot remember. See, this is getting creepy, man. For real. I can't even open the door. Ach, der fragt sich nur, ob er die Tür zugemacht hat. Hello? Bitte, dankeschön. This is really weird. It's closed again. Maybe it is the wind. Closing it. Was war denn das mal? Sollte das ein Badezimmer mal gewesen sein? Aber warum hat das denn so eine Fensteröffnung? He ends up exploring the rest of the temple, but is unable to find anything else that is legitimately scary. Let's hope for Chris' own safety that he doesn't eventually venture somewhere too dangerous for his own good. And that was 5 scary videos. I hope you enjoyed the video, and if you did, then subscribe for more scary content. Die Videos sind immer so mega kurz. Warum sagt Fischi Hallo? Warum sollte Fischi denn nicht Hallo sagen? Fischi kann theoretisch, ich habe euch das jetzt mal eingestellt, theoretisch hast du, wenn du bei den Infos guckst, kannst du für Bits jetzt auch in Stream einen Text vorlesen lassen. Dann sagt Mr. Fischi das auch. Und sonst begrüßt er die Leute ganz freundlich. Der Text muss nur immer von den Mods immer erst freigeschaltet werden, natürlich. Aber Hello everyone, Mr. Fischi kann mit euch reden. Spooks, and today we'll take a look at 5 scary videos. But before we begin, make sure to subscribe to my channel so you don't miss any future uploads. Alright, let's begin. Ja, das ist nämlich das Programm. Ab und zu spinnt das, glaube ich, wenn ich rein und wieder raus tappe. This first video was published to the highly popular High Strangeness subreddit, which is essentially one big collection of all sorts of photos, videos and stories relating to the paranormal, UFOs, ancient cultures, cryptozoology, anomalies and other strange things. The video in question is an old and grainy video filmed all the way back in 2002 and seemingly showcases some sort of spherical, unidentified flying object hovering around this particular area. Have a look. Sieht aus wie ein Ballon oder sowas. Seltsam. Sehr, sehr merkwürdiges Ding.
Boing, boing. Okay, das ist nicht normal für einen Ballon. Video documents this incredibly mysterious round object floating around slowly but surely before it eventually Das kann aber auch eine Drohne sein, die können auch so schnell hoch und runter fliegen. What exactly we just watched. Many commenters have mentioned how authentic this particular video feels, believing that this videographer actually managed to capture genuine footage of a real-life UFO in broad daylight. Das könnte natürlich auch sein. Others have called it a hoax, stating that what we're seeing is actually a ball hanging on a horizontal Auf jeden Fall ist der string Gegenstand nicht or allzu fishing groß. line. Man sieht auf jeden Fall, dass der Is nicht this an sehr hoch actual ist, UFO also sehr klein sighting? sein muss. Is this bizarre sphere something else entirely? Be sure to let me know your thoughts in the comments below. Iri guckt mich immer so vorwurfsvoll an, wenn ich mich gerade hinsetze. Er denkt, ich stehe auf. Drohne hebt auch einen Ball. Das kann natürlich auch sein. Na gut, dann. Hallo, willkommen. A Reddit user named Additional Arms Geht es dir? Wie war dein Wochenende? 6362 uploaded this mysterious and eerie video to the aforementioned High Strangeness subreddit that showcases a piece of home surveillance camera footage taken on March 22nd, 2021 at 9:22 p.m. Just by taking a quick glance at the video, you won't be able to notice anything out of the ordinary. It simply looks as if you're looking at an ordinary neighborhood in the middle of the night, with all being as quiet as a mouse. However, the seemingly innocent and easygoing nature of the video is just about to take a huge turn. Okay. I'm fine. I'm very, very fine. I had a wonderful weekend and a pretty good working review. Before eventually disappearing into thin air. It is worth noting that because of the strange shape of this particular entity, Gucken euch die Tür schon an. Ja, die grüßen mich tatsächlich. Wir haben auch schon welche hingestellt. Und Dankeschön fürs Kompliment. Freut mich, dass es euch gefällt. What do you think? Do you think this was some strange, otherworldly visitor? Was it a bug? Or was this whole thing faked in order to get some easy views? Let me know your thoughts in the comments. Das ist ein seltsamer Effekt, besonders weil der so plötzlich auftaucht und das dann irgendwie so geblurrt ist. Jimmy B trail cams. The viewer was on the weekend too. Oh, very cool, very cool. 4 months ago, typically consisting of him venturing out to different trails and documenting his findings. But by taking a quick look at his uploads, you'll find that none of them are outright Ich lasse euch das Video mal weiter but gucken, rather interesting, especially if you're into wildlife and nature. However, one particular video that he uploaded recently stands out like a sore thumb amongst the crowd of his other more innocent videos. The following video was filmed by Jimmy in Birch Bay, Whatcom County, Washington in April of 2021 at around 9 p.m. The video starts off simple enough as we look at a couple of trees in the distance. The atmosphere is certainly a bit creepy, but nothing overtly scary happens. That is until a massive and extremely tall entity proceeds to walk through the woods before eventually disappearing from view. Although the quality of the video is a bit blurry and pixelated, if you look closely, you can see that the creature is very tall and looks to be quite hairy, which is making some people believe that the figure caught on camera in this video is none other than Bigfoot himself. Whether or not it actually is the elusive creature has yet to be determined, but all signs certainly point to it. Bigfoot or something else, this is definitely something you wouldn't want to see if you were walking through the woods. This next video was published to TikTok by a user named Cheatrope, who was driving around outside on his motorcycle when he thought he saw someone suspicious in a nearby abandoned house. He then did something that many of us would not have the bravery to do.
He went to help and investigate the eerie house. Throughout the remainder of the video, the man conducts a thorough investigation of the area, but is ultimately unable to find anyone or anything. He eventually leaves and all is well. However, little did this TikTok user know at the time that he actually did manage to capture something on video that day that proved he was not so alone after all. If you pause right around the 1:14-minute mark, you can clearly see someone or something moving away from view, perhaps trying to hide from the uploader so he did not get caught. Surely, when the TikTok user saw this later, he must have been incredibly spooked, realizing that the whole time there was somebody there that could very well have been watching his every move. This final entry is a two-part haunted house exploration video filmed in Japan and uploaded to YouTube on January 1st, 2021. The house that the uploader in question is exploring was built by a family of 3 approximately 30 to 40 years ago. One day, the entire family went missing, seemingly without a trace. The current owner wanted to sell the house. It was vacant, but the owner felt a strange presence somewhere in the house. Now, the channel owners are told that they have to close all doors after they open and go through them. So with that backstory out of the way, let's take a look at these 2 videos. At one point in the video, the channel owners are wandering around a particular room in the house before they eventually open a door that leads them to quite a terrifying discovery. About 10 minutes later, a video that was recorded by the new buyer while he was inspecting the house begins to play, and in addition, we are shown yet another chilling piece of footage that further cements just how haunted this house truly is. In the second part of this exploration, the uploaders are continuing on with the investigation of this haunted house, which proves to be even more haunted than their wildest dreams could have ever imagined. At one point in the video, while exploring a dirty, messy and eerie kitchen, the man recording immediately hears something rather startling from a distance that creeps him right out. So, da bin ich wieder. Aber ich hoffe, es wurde sich jetzt vernünftig um die Westen gekümmert. Weg und hallo Merlin und Agon und yes. Sorry, today is only video day because I don't have that much time today. I'm just streaming about maybe 1 hour more. But I think Friday we do some spooky games. Or maybe a Souls-like game. Bambo, hey, hast du mich jetzt einfach gejietet, wer ich hier weg war? Frechheit. Oh, und Agon Dante, thank you for the follow. Thank you. Ich muss erstmal zu Atem kommen, hab mich so beeilt. Eventually, the men end their investigation and the video ends, which was certainly for the best. If these channel owners had stayed any longer, there's truly no telling exactly what could have happened to them. And that was 5 scary videos.
I Hallo, hope you Mr. enjoyed the Fishy. video, and if you did, then subscribe for more scary content. So, habe ich irgendwas Gutes verpasst? War da irgendwas sehr Wichtiges bei? Das müsst ihr mir jetzt sagen. Ich hab's ja leider verpasst. Werde ich mir nachher mal privat nochmal selber angucken. So, machen wir auch direkt das nächste an. Jetzt kann ich auch wieder mitgucken. Hello everyone, my name is Sir Spooks, and today we'll take a look at 5 scary videos. But before we begin, make sure to subscribe to my channel so you don't miss any future uploads. Alright, let's begin. The following video was posted to TikTok by username GM Rayhan back in February of this year, seemingly Ghost attempting Fighter. to show some creepy paranormal evidence What? taking place right before I feel your offended. eyes. Right at the start of the video, you can see something genuinely terrifying not far from them that is sure to send shivers right down your spine. Have a look for yourself and see. রাহান ভাই এই মোবাইল টাওয়ারটা পুরোটাই দখলে করে রাখছে ভাই এখানে কেউ আসতে পারে না টোটালি পরিত্যক্ত হয়ে গেছে ভাই প্রিয় বন্ধুরা এখানে একটা পরিত্যক্ত মোবাইল টাওয়ার আছে যেটা কিনে এই শয়তানটা পুরো দখলে করে রেখে দিয়েছে রাহান আস্তে আস্তে সামনের দিকে আগান তো ভাই এটা কি ওই টাওয়ারের দিকে যাচ্ছে ভাই এই মোবাইল টাওয়ারের দিকে যাচ্ছে সম্ভবত Okay. Geht das hin und kloppen jetzt zusammen, oder was? ভাই ভিতরে ঢুকেছে প্রিয় বন্ধুরা এই যে মোবাইল টাওয়ারটা এখানে এই যে একদম পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে Kann das sein, dass es einfach nur eine arme Frau ist mit einer weißen Burka? কোথায় গেল ভাই রাহান ভাই Können doch nicht. Laufen die jetzt einfach abends rum und kloppen Leute zusammen, oder was? কোথায় চলে গেল ভাই As soon as they all go through the entrance, the ghost is now nowhere to be seen, which obviously confuses them and freaks them out So einen quite a Stock bit. in der Hand. But as they approach Ein this Stock gate, gegen einen Geist. they realize that they still have company. রাহান ভাই Geistaustragungsstock, ja. Wer kennt ihn nicht? ভাই এই ঘরের ভিতরে Ich hätte jetzt erwartet, dass sie vielleicht auch noch einen Schlappen oder so in die Hand nehmen, so einen Flipflop. ভাই এটা কি তালা বন্ধ আছে সুকাত ভাই এটা কি তালা বন্ধ এই ঘরের ভিতরে ঢুকছে না তো Ich finde das so lustig. Was soll das sein, was er da um den Kopf oder um den Hals hat? A group of guys ran for their lives, hoping that they wouldn't get stuck in the area with whatever that thing was. Also Bettlaken einfach um den Hals gelegt. The ghost in the first place. Maybe they stayed to finish the investigation. Many believe this Ich fürchte ja dazu. Ich fürchte, die meinen das ernst. Usually a ghost in the ancient texts of the Indian Ich sage so die arabischen Länder, die russischen und die asiatischen, die gehen immer voll auf den Geist los. Bei allen anderen geben sie immer Fersengeld. Da hauen sie schnell ab. Aber hier sind sie richtig hart drauf. Da musst du Angst haben als Geist, sonst hauen die dich so zusammen. So. Da kennen die nix. On September 19th, 2008, a video was posted to YouTube that runs for only 8 seconds, but is nevertheless one of the more fascinating things you will see today. In the footage, we see gorgeous scenery Ich habe auch at schon mal Mono so ein... Lake, Aua! located in Hey! California. Ich glaube, ein russisch oder slawisches Video gesehen, wo sie auch in so einer alten Anstalt waren. Und da sind immer so Türen zugegangen oder angelehnt und so. Und dann sind die richtig hingerannt und haben die aufgetreten mit voller Wucht. Wenn ich das immer mal wieder finde, das Video, dann versuche ich euch das auch mal zu zeigen. Die waren richtig krass hart drauf. Die haben einfach die Türen eingetreten, Sachen geworfen und so. Und Gerard, Dankeschön für den Follow. Also sobald ich das mal wieder finde, zeige ich euch das auch. Das war mega cool. Dann hast du dir echt gedacht, so Mann. Wenn er jetzt von draußen noch ein Team wäre, die würden denken, drin spukt jetzt durch die. That has many people leading to believe that this footage is authentic proof of Bigfoot. Of course, nobody can ever be 100% certain on that theory. Ja, eigentlich schon, oder? Do you think this video is proof of Bigfoot's existence? Is this some sort of animal that looks eerily? Also dann suchst du schon nach Geistern, dann findest du welche und dann rennst du schnell weg. Quick reminder that you only have 14 days left to get your very own Loveland Frogman t-shirt. It's the first shirt Ernsthaft, in jetzt my machst du noch new einen Merch-Drop? Nee. This next video was published to TikTok by a user known as The Willow Project,
and opens up with him laying in bed before hearing a bizarre noise, Willow which Project. prompts him to get up and investigate his Wahrscheinlich kein surroundings, just to make privates sure that there are Gruselprojekt. no unwanted visitors. As he checks, he immediately begins to experience some genuinely terrifying things that would scare the pants off of anyone. Ich war im Spiel, hi. You guys hear that? Das einzige Monster bin ich hier. What the hell? Ein Emoji-Ball. Ernsthaft? Hello? Egal was da spukt, du verdienst es. Schon allein dafür, dass du einen Emoji-Ball hast. Come on, come on. It's not turning on. Foto machen. Ja, die mögen nicht gerne fotografiert werden. Seriously. Aber das Problem ist auch, wenn ich welche machen würde, das würde mir ja keiner glauben. Vielleicht kann ich ja mal welche hierzu einladen. Ich kann ja mal Ghost Rider fragen, zum Beispiel. Ghost ist ja auch ein Spuk. In a second video, the uploader explains that he's getting so terrified of the activity he has been experiencing in his home that he is beginning to lose sleep because of it. Warum hast du da eine riesige Kamera? Ja, nur so. Just to make sure none of the knobs begin to rattle. As he continues to talk to the camera, bist du satt dazu? Hast du es geschafft, dich voll zu stoppen? Happening right behind him. I want to show you guys am Windbeutel. that I'm actually alone in this. Oh shit. Ah. Yo, the light's like turning on and off, bro. Deine Türklinke bewegt sich auch. The doorknob. I gotta show you guys I'm actually alone. Look at this bullshit. Achso, jetzt kannst du auch die 100 voll machen. Also, ja, jetzt, wenn schon, denn schon. Turning on the light as soon as I walk in. Okay. Closing the door. Jemand zeigt auch mal, was hinter der Tür ist. Das machen die sehr selten. Aber es gibt halt eine zweite Tür nach draußen scheinbar in seinem Badezimmer, oder? But ultimately finds nothing in regards to what could have possibly been causing him so much terror in his own house. Oder sah das nur so aus? To this day, the uploader has Nee, doch, jetzt muss die muss jetzt voll machen dazu. Du kannst jetzt ja nicht bei 90 stehen bleiben. To a much safer, non-haunted house. This next entry will showcase some truly freaky footage taken from two different perspectives. In the first video, we are watching as a cameraman films other cameramen from a balcony above him when panic starts to set in. The man filming from this POV eventually begins to freak out about something. Take a good long look and you should be able to see it. Oben links in der Ecke war irgendwas Schwarzes zu sehen, wie Laken oder so. Ach, nicht. Ah, da hinter dem. A terrifying dark figure can be seen lingering right behind one of the men on the balcony above him before the video abruptly ends. In the second video from the other camera angle, we are now watching from a POV from above, which shows how the man close to the ghost never actually saw the figure itself. Take a look. Ja, natürlich, wenn die jemand so schnell hinter dir, dann drehst du dich auch super chill irgendwo hin. Also in der Zeit kann die auch einfach weggehen, wegschlendern. As for what exactly this entity is, nobody is certain. This is definitely one video that will cause you to lose a bit of sleep tonight. Das heißt, man sieht ja scheinbar auch nicht die Stelle, wo er sich umdreht. Also kannst du von unten auch nicht den Winkel sehen, ob die Person einfach hinter ihm so an der Seite weggeht. D-Doc Mikol is a popular South Korean-based urban exploration-style channel that has amassed quite a following. On their channel, you can find videos of them exploring some disturbingly haunted places, and this video is certainly no exception. In it, they are venturing out to an abandoned hospice somewhere in South Korea,
which proves to be one of the most haunted places they have visited today. In the first minute or so of the video alone, they begin to experience some seriously strange activity. 뭐야? 어? 뭐야? 잠깐만. 어? 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 누구세요? Nosferatu. Hallo Otschati, hi, wie geht's dir? A couple of Willkommen, minutes willkommen, later, willkommen. the uploader is Wie war dein exploring a highly Wochenende? run-down area of the hospice when he suddenly notices something that freaks him out. Und Aki, danke schön für den Follow. Schon mal aufhören, dass es angeblich Taschen Film weiß. Ja. Wir haben, ich glaube, ich mache da mal so ein kleines Regelbuch, wie man Geistersachen, wie man solche Geistervideos macht. Da mache ich mal so einen kleinen Geiz. Wir haben viele Tricks auf jeden Fall kennengelernt. Weil bei 4K-Videos gibt es nichts zu sehen, sondern nur zu hören. Das ist der Trick. Und wenn es was zu sehen gibt, dann musst du aber eine haben mit maximal 160p. Das ist kein Corgi-Mode. Noch nicht, Ocha. Noch nicht. Firo arbeitet noch an den Bit-Emotes. Wahrscheinlich gibt es dafür eins, oder wenn wir mal eins der Follower-Emotes austauschen. Wir probieren ja noch ein bisschen rum. Noch 2 oder 3 Emotes, die noch nicht genutzt werden können. Also, wir müssen zusehen, dass wir Partner werden, Ocha. Ja, macht mal Werbung für mich. Sobald wir Partner werden, können wir richtig viele Emotes machen. Da machen wir auch noch ein paar Corgis mit rein. Und ein paar Firos. Wahrscheinlich machen wir dann auch einen kleinen Ocha-Tee mit einem Geist dabei. Falls wir es dürfen. Wie viele fehlen noch? Eigentlich nur eine vernünftige Anzahl an durchschnittlichen Zuschauern. Und sonst haben wir eigentlich schon alles. Also ich habe mich schon ein paar Mal beworben. Die wünschen sich halt noch eine konstantere hohe Zahl an Zuschauern. Sonst erfüllen wir eigentlich schon alles. Also wir müssen einfach nur hoffen, dass es irgendwann klappt. Also eine Bewerbung habe ich jetzt noch laufen. Da muss ich jetzt auf eine Antwort warten. Und ja, mal gucken. Irgendwann klappt es bestimmt. Und wenn wir uns so lange bewerben müssen, bis sie aufgeben. Minecraft? Das ist eher so ein weißes Kleid, das da hochschwebt. An so einem sehr gut. Die schaffst du auch noch. The uploader is getting more terrified by the second, and understandably so. But before he can call it a day, ja, okay, wir haben sehr, sehr viele Emotes. Du müsstest eigentlich auch dir ein Follower-Emotes müsstest du eigentlich freigeschaltet haben. Wenn zur Not musst du mal den Browser aktualisieren. Müsstest du eigentlich schon mindestens 5 Stück zur Verfügung haben. 누구 있어요? Das war der Endermann. Ach, wie die Hand bewegt. Ah. 누구 있어요? 누구 있어요? Ja. Deswegen wahrscheinlich auch mal diese schlechten Qualitäten, weil dann siehst du die Angelschnuren und so noch nicht so gut. Auf einer 4K-Kamera siehst du halt auch so eine Schnur sehr leicht. Although D-Doc McCull is an expert at exploring abandoned and haunted places, it's safe to say that he won't be coming back to that particular hospice in the future. And that was 5 scary videos. Die Videos düsen aber auch so durch, Mann, aber die machen echt Spaß anzugucken. Lieb sowas, ja. Ocha, wir haben übrigens auf unserem Discord auch mal so ein gefaktes Geistervideo gemacht. Wenn du mal Bock hast, ich kann euch das ja vielleicht sogar zeigen hier im Stream. Moment. Das hat nämlich Firo extra für mich erstellt. Mal, ob ich das so abspielen kann. Wir haben nämlich mal so testweise das Gelernte versucht umzusetzen als kleines Video für euch.
Ich gucke mal gerade, ob ich das abspielen kann. Noch kein Geistertier, aber ich denke mal, kann man bestimmt mal machen. Dass man auch sowas einspielt. Ich gucke mal gerade. Könnt ihr das sehen? Ne, könnt ihr nicht sehen. Ich füge das mal als Video hinzu. Zeige ich euch das. Suchen. Das haben wir nämlich, ich weiß gar nicht, haben wir kurz nach meinem Debüt gemacht. Da haben wir ja ganz viele von diesen Videos geguckt. Dann dachten wir, machen wir jetzt auch so eins. Oh. Moment. Jetzt nur noch halt jetzt hochkant gerade. Ich muss das nur eben kurz so hinkriegen, dass ihr das vernünftig sehen könnt. Oh. Und noch ein bisschen kleiner. Ist leider hochkant aufgenommen, weil es so das typische TikTok-Format hat. Aber ich hoffe mal, ihr könnt das gleich sehen. Ich muss nur noch so machen, dass ich auch was hören kann von dem Video. Geistervideo. Ja, Geistervideo. Ich liebe die Hochkant, aber ja, es ist schlimm, oder? Vollgefressen bist du irgendwie. Ja, wie kann das denn nur sein? Oh? Kann das denn passiert sein? So, okay, ich probiere das mal für euch abzuspielen. Also nicht erschrecken, ich starte das nochmal von vorne. Und Maxim, hallo. Aua! Und Maxim, Dankeschön für den Follow. Ist das möglich? Ich bin doch ganz alleine. Der Schalter. Was ist das? Oh Gott, ich traue mich gar nicht. Nee, das ist Spiro. Das ist in unserem Haus. Hier spukt es nämlich auch. Da ist doch keiner. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Oh Gott. Da haben wir nämlich unser Gelerntes direkt umgesetzt und auch ein eigenes, ja, paranormales Geistervideo gemacht. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Die Quali ist so gut. Ja, aber das ist ja das Gute. Man sieht ja nichts. Da darf die Quali ruhig hoch sein. Wir haben ja gelernt, wenn es nichts zu sehen gibt, dann ist es eine 4K HD auflösende Kamera. Sobald es was zu sehen gibt, dann maximal 160p. Paranormal. Ja, ja, ja. Vielleicht machen wir das nächste Mal, dass dann plötzlich dann ein Ocha-Tee steht. Das Licht wieder angeht. Para-Ocha normal. Dam, dam, da. Black, wie lange musst du denn noch? Hast du nicht gleich Feierabend? Ich mache mal mit euch das nächste Video auch schon mal dabei an. Wir sind noch ein Nokia 3310, aber ja, so richtig schlecht. Oder eine halbe Dose Vaseline drauf schmieren auf die Kamera. Oder durch so altes Pausenpapier durchfilmen. But before we begin, make sure to subscribe to my channel so you don't miss any future uploads. Alright. Ich habe eine kleine Frage. Darf ich dich fragen? Natürlich, Maxim, wenn die Frage nicht etwas ist, was gegen die Richtlinie von Twitch besteht oder zu privat ist, fragen kannst du mich eigentlich alles. Ob du darauf eine Antwort bekommst, hängt von der Frage ab. Aber sonst, ja, das natürlich. Bin schon zu Hause, einen Heimweg noch dreimal fast umgefahren. Was? Wie? Was? Dreimal fast umgefahren? Sind das Sonntagsfahrer oder was? Wie ich meine, du meinst meine Geisterorbs? Die wurden gleichzeitig wie mit meinem Model auch gezeichnet und animiert. Du kannst gerne bei den Credits unten in meinem Infopanel, da habe ich meine Mama, meine Zeichnerin und auch meinen Rigger verlinkt. Weil ich habe selber keine Ahnung, wie sie diese Magie sozusagen zustande bringen.
aber die kannst du bestimmt anschreiben, falls du sowas gerne wissen möchtest. Die können dir bestimmt dann sagen, wie sowas geht. Ich selber habe von Zeichnen und auch Animieren leider keinen Plan. Deswegen habe ich es auch machen lassen. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Aber ich kann dir mal was zeigen. Das hat es, glaube ich, schon gesehen, aber ich zeige dir mal was. Tada! Nee, selbst gemacht ist es noch nicht. Alles andere, was du hier siehst, ist immer von, also die Zeichnungen etc. sind immer von anderen. Ich habe das nur zusammengebaut, sagen wir es mal so. Ich versuche aber tatsächlich selber demnächst zeichnen zu lernen. Das haben wir während des Debüts freigeschaltet. Und ich werde gucken, sobald ich ein Zeichentablet habe, versuche ich selber auch zeichnen zu lernen. Und vielleicht versuchen wir auch danach gemeinsam mal das Animieren zu lernen oder so. Musst du immer exklusiv seine Geister- und Monster-Crew vorstellen. Ja, die kriegt ihr auch. Firo zeichnet gerade ein Bild von unserem Stream-Team sozusagen. Oder was meinst du, Vibe? So, ich verwandle mich mal zurück. Sonst wird es ja zu gruselig. Sollte ja Angst bekommen. This first video was published to Reddit by a user named CasualBeard557, who happens to have been a pilot for the past 8 years. Obviously, being a pilot, you will see a lot of interesting things every once in a while. Also jetzt das, was alles... This was the first time... Also mein ganzes Model hier, was du hier siehst, mit allem drum und dran, also mit dem Zeichnen, Animieren, den beiden Formen und allen Funktionen, knapp unter 2000. Ich glaube, mein altes Model, das hatte auch Flammen, das sah aber ein bisschen unprofessioneller aus. Das hat 300 gekostet mit All-Inclusive. Man sieht aber schon einen starken Unterschied dann. Ich habe hier ein Zeichentablet mit Bildschirm stehen, bin aber mit einem 39 € mit zufrieden. Was? Erstmal 10 Ninjas holen. Ja, ich habe lange drauf gespart. Ich mache das jetzt ja seit einem Jahr, seit 1,5 Jahren sozusagen. Und ich habe angefangen halt mit meinem 300-Model ganz normal und den restlichen Kram so, wie ich halt günstig zusammenkriegen konnte. Und dank meiner ganzen Zuschauer und den ganzen Subs und so habe ich das immer fleißig zusammengespart und habe davon dann jetzt alles, was du hier sehen kannst, dann sozusagen bezahlen können. Also ohne alle, die hier gerade zuschauen und alle, die abonnieren und so. Und natürlich auch die lieben Leute von Ocha, die mir helfen, bei Gewinnspielen und so was zu verlosen zu können, wäre das gar nicht möglich gewesen. Dann wäre ich auch noch mit meinem alten Modell hier am Rumeiern. So, ich mach mal wieder an. He saw something truly unique and maybe even otherworldly. So without further ado, let's take a look at the short video and see what he's talking about. Hallo Noah. Nur heute ausnahmsweise, weil gestern ja ausfallen musste wegen Internet. Machen wir heute bis 18 Uhr und ab 19 Uhr bin ich dann ja bei der lieben Elise dann zu Gast zum Pathfinder spielen. Many viewers, including the Alter, uploader hat auch seinen himself, Charme. Ja, irgendwie schon, oder? Aber es war halt mega clunky. UFO caught on tape. As per the description of the post, quote, und es sah für mich zu jung aus. Contrail, where there is a heart-shaped hole in the cloud layer below, you will see it. The video makes it look like the object is moving, but in fact it looked perfectly stationary. We were the ones moving. This picture/video was taken about 15 nautical miles north of Macon, Georgia, on the 8th of August 2022, at 8:16 AM Eastern Time. We were at flight level 430, traveling about 450 knots ground speed, heading almost due south. The pictures out of the right, second in command, cockpit window of a Phenom 300. Könnte das nie aber ein anderes Flugzeug oder so gewesen sein? It's certainly a fascinating piece of evidence that will leave even the biggest skeptics scratching their heads. What do you make of this? Is this genuine footage of a UFO captured in the air or something else? Be sure to let me know your opinion in the comments below. Auch mit näheren Hinschauen schwer zu erkennen, was das überhaupt sein soll. Also einfach nur ein weißer Punkt. By Dave, the banking app that can help you instantly.
Dave is not here. The following video was published to TikTok on May 10th, 2022 by a user known as Kermashka05 and seems to showcase something genuinely eerie making an appearance. In the video, a man and a few of his friends are outside a building somewhere in Russia, filming up towards a window. All seems to be perfectly fine and normal. That is, however, until the man turns off the flashlight, which ultimately reveals that they are not alone after all. Нету. Нет. Ага. Нет. Опять убери надолго. Если я куплю, солю, я вас возьму. Он двигается. The man continues to turn the light on and off, which always reveals the same creepy shadow figure appearing Das in ist the ein window. cooler Effekt. Amazingly, none of the people in the window seem too worried about this. They actually can be heard laughing throughout the course of the recording. This video is a couple of months old, and yet still to this day, nothing has ever come of it, leaving the uploader Das ist echt ein as guter well as Trick und us es scheint ja auch completely von in the denen dark gemacht worden as to zu what sein. this eerie figure was and what its intentions were. Let's just hope that if this was spotted at the uploader's house, that they move away as fast as they can before whatever this thing is can return. Sehr komisch. Dr. Hannah Straight is a YouTuber that frequently posts videos to her channel that for many can be viewed as relaxing and fun. She always posts content of her van life Dieser adventures, YouTube-Name, Dr. living Hannah in Straight, her ich weiß auch nicht. off-road F250 truck camper. Was All of her postet die denn videos für are quite Videos im normal in terms Normalfall? of the content that they include, except for one glaring exception. This video was published to Hannah's channel on November 4th, 2020, and comes with quite a terrifying punch. In the video, Hannah says that she saw something rather horrifying the previous night. She said she was sleeping when all of a sudden she heard something rummaging through her cab. Creeped out but still curious, she peeked out of the window, at which point she allegedly saw a huge thing standing there, going through her stuff. She also said that whatever it was she saw was definitely not a person due to its unnatural appearance. Later on in the video, at nighttime, Hannah starts recording again just in case the same entity appears in the same area at night, so she can show all of her viewers exactly what she witnessed the night previously. Ich glaube, Amazingly, Dr. it Hannah actually Straight? does make an appearance. Did you see that thing? I wonder if the outside camera got it. Da läuft wer. Ist das der Nom-Nom-Bär? Ist im Gebiet des Nom-Nom-Bärs? So sieht das auch aus, wenn jemand ganz nötig aufs Klo muss. Although it may be a little tricky to see, if you look just closely enough, you should be able to make out a lanky, tall and hairy creature running through the woods before ultimately disappearing. Because of its appearance, many viewers believe that Hannah was camping right near the elusive Bigfoot, and it certainly wouldn't be too shocking if that ended up being the case. Of course, we will never know the definitive answer for sure, but it is certainly something interesting to ponder. Und die blieb da so chill bei, oder wie? Ich glaube, ich wäre weggefahren, wenn ich das gesehen hätte. Einfach so, nope. Ich suche mir einen anderen Platz. Goosebumps from the title alone. Not only is the title of the video creepy, but the things that this uploader managed to record are even more terrifying. Throughout the course of the video, the uploader can be seen walking around through the supposed zombie village, searching the exterior and interior of the surrounding buildings, which are all in shambles. At around the 7.5 minute mark, the man already makes quite the terrifying discovery. Sag? Vielleicht bekleiden wir allerlei. Then, a couple of minutes later, two more Okay, gucken wir besser nicht things nach. happen right before the YouTuber's eyes, which further adds to the nightmare fuel and his inability to get a good sleep later that night. 棺材都不敢开。 Da klopft wer?
These next 3 moments all relate to sound, so it's probably best if you increase your volume a little bit, just so you can hear exactly what the uploader heard. Long story short, Sind tut doch einfach chillen. Ja, schläft er schön in seinem Sarg. Das, was wir jetzt gerade schauen, nur, das heißt Top 5 Scary Videos that will have you shaking. Wie auch schon in Klammern stand, Zombie-Hissing. So kommt nicht mehr nach. Ja. Warum gehen die Leute immer nachts Geister jagen? Als ob wir tagsüber nicht unterwegs wären, oder wie? Wir sind ja keine Vampire. Eben Vibe. At this point in the video, you may notice that the outside area of the zombie village has been rather quiet, but almost with the flick of a switch, things go from normal to outrageously windy instantaneously. Willst du eigentlich einen Feierabend haben, ne? Also Nachtruhe und so. Dann kommen sie plötzlich an und stecken die einfach so eine Kamera entgegen. A few minutes go by before the man recording casts a spell before opening the coffin directly in front of him, making a horrifying discovery. Geisterpunkte anzeigen. Wegen Ruhestörung. Schlimm mit der Taschenlampe ins Gesicht, Kamera drauf, gehen in dein Haus, brechen da ein, machen Sachen kaputt oder auf. Geh doch hin, guck, ob die Person sich bewegt. The zombie that was encased in the coffin makes its way out, causing the uploader to run for dear life and thankfully getting away. Let's all Aber warum hat er den denn überhaupt aufgemacht? Was hat er denn erwartet? Like this in the future, he will be more careful than he was here. Sehr gut, eben sehr gute Frage, Seele. Ich weiß auch nicht. Und nochmal C-Blues M uploaded this interesting video to TikTok a while ago that starts off fairly simple. We watch as a man records the inside of this room before showcasing a window. Instantly, we see that there is what appears to be a young girl dressed in all red behind the window, which isn't anything out of the ordinary. However, things start to get weird as soon as one of the men in the room goes over to the window to approach the young girl. Er hätte es so einfach aufgemacht, hätte es auch gesehen, dass da jemand stand. Does not want to be disturbed as she violently rattles the window before ultimately disappearing entirely, leaving the men absolutely baffled as to what just happened. Er schlendert so weg. A second video was uploaded at the same time, which shows a different man also trying to make contact with the girl on the other side of the glass, with similarly terrifying results. So, jetzt aufmachen. So, aufreißen.
Unfortunately, seeing as how this video is relatively shrouded in mystery, we don't really understand the context behind this or where the video was filmed. Eben, Noah, One richtig. thing's for sure though, Gute if Frechheit. this is a ghostly girl, she definitely does not like to be bothered. And that was 5 scary videos. Oh. I hope you enjoyed the video, and if you did, then subscribe. Also eins schaffen wir for more locker noch scary bevor 6. Oh, das geht sogar nur 12. Vielleicht schaffen wir sogar 2. Vielleicht schaffen wir sogar 2 wirklich haben. Mal gucken. Der Ton Hello everyone, my name is Sir Spooks, Ja. and today we'll take a look at Ja, ist 5 richtig, das scary Lachen war halt videos. auch immer genau But before we gleich. begin, make sure to subscribe Also to wie my so eine channel Aufnahme so oder you so. don't miss any future uploads. Alright, let's begin. A TikTok user named Dark Side of Kyle posted 2 frightening videos to his account Dark Side not of too Kyle. long ago that have been freaking out his viewers and Hallo followers Juna, alike hi, wie geht's ever dir? since its initial upload. In the description of this first video, Carl explains that he found an abandoned house at an undisclosed location and wanted to venture inside to record and document his findings. As he makes his way down into the basement steps, he immediately begins to witness some Mir geht's auch strange super. things happening Wir gucken with jetzt the gerade door noch bis all 6, the kurz way nach at 6 Bosman ein paar stairs. Videos. Und dann Take a mache ich eben eine Stündchen Pause und bin dann bei der lieben Elise zu Gast zum Pen and Paper spielen. Wir spielen heute wieder ein bisschen Pathfinder 2. Ich schaue auch, dass ich das wieder gehostet kriege. Noch ist es ja, glaube ich, möglich. Ich glaube, bis zum 6. Oktober. Könnt ihr mich dann natürlich auch weiterhin hören und den Avatar meiner kleinen Ratte sehen. Bin schon sehr gespannt darauf, was wir heute so alles in unserem Abenteuer erleben. Dann fängst du nebenbei an so, ja, mach das auf jeden Fall. Wie gesagt, 19 Uhr geht es ja bei der lieben Elise los. Davor ist ja da, ich glaube, davor streamt sie nicht. Ich glaube, die macht auch erst um 19 Uhr den Stream an. Aber bis 18 Uhr machen wir noch. Vielleicht auch kurz nach 6. Carl explains that he just got home from work, but when he arrived at his front door, he was creeped out. Ist das Video when he nicht? saw Moment. this happening. Gib mir eine Sekunde, Noah. Das war... Das hier müsste... Nee, das mit dem Shaking war das, ne? Wir haben jetzt gerade... No, wir haben das Impossible an. Da müsste das... Genau, das hier gewesen sein. Bitte schön, Noah. Wo du genau hin musst, ich schaue ihm, dass ich einen Shoutout machen kann. Ich muss nur gucken, wie der Kanal genau geschrieben wird. Gib mir einen Moment, dann mach ich einen Shoutout. Alright, let's begin. A TikTok user named Dark Side of Kyle posted 2 frightening videos to his account not too long ago that have been freaking out his viewers and followers alike ever since its initial upload. Da bin ich In the dann. description of this first video, Carl explains that he found an abandoned house at an undisclosed location and wanted to venture inside to record and document his findings. As he makes his way down into the basement steps, he immediately begins to witness some strange things happening with the door all the way at the bottom of the stairs. Take a look. Ich habe eigentlich den Namen reingegeben, habe ich mich verschrieben. Egal. Hier, da. Da bin ich ab 19 Uhr zu sehen. Und am Donnerstag bin ich wieder um 19 Uhr beim lieben Weltenweber. Da schwimmen wir nämlich dann ins Belgien mal weiter. Und Freitag müssen wir mal schauen. Ist eigentlich der erste Halloween-Talk. Ich muss nur gucken, ob ich dann auch genug Gäste zusammenkriege. Viele mussten leider absagen aus Zeitgründen. Muss ich eben schauen, wen ich dann sonst dazu holen kann. Wenn alle Stricke reißen, dann gucken wir halt noch weiter Videos. Open the door only for him to find absolutely nothing on the other side, which just baffles him even further. In a second video, Carl explains that he just got home from work, but when he arrived at his front door, he was creeped out when he saw this happening. Just got home from work. Der gute TikTok-Text-to-Speech. This needs to stop. Von diesen 5 Minutes Lifehacks und so. Please.
to explore it later. To this day, nobody's entirely sure as to what in the world was going on with Kyle's house or in the abandoned one. Niemals stand links in dem Raum jemand. Niemals. It is likely Because that trust we me, will bro. never get concrete answers. Imagine you are laying in bed having a good night's rest, and then all of a sudden, an unexpected and loud noise wakes you from your slumber, which just makes things annoying. You then check your Ring camera to see what is going on, only to find out that your deepest and darkest fears have come to life. Something or someone was the source of the noise. That's exactly what happened to a Reddit user known as Comfortable City, who said they were laying in bed asleep when they were awoken by a loud noise coming from somewhere within their house. After checking their Ring camera to investigate, they were chilled to the bone from the discovery that was made. Have a look. Etwas glitzert warmes. No. Aber so ein kleines Glitzerstaubhäufchen. Können wir dich in ein Glas tun? Although it may be hard to see, at the 5-second mark, if you look carefully, you can see what looks to be a full-body ghost making its way up the stairs before ultimately disappearing into thin air. The uploader also says in the description of the Also könnten wir da einfach video Googly Eyes that this house is draufkleben. newly built, which just makes things 10 times more confusing and eerie. It just goes to show you that no matter how old or new your house is, you're never really 100% safe. Willst du kein Glas haben und dann kannst du durchgucken. I just want to let you guys know that the first shirt in the Cryptid collection is now live. Besser als ein Staubsauger. Ich glaube, für dich wäre ein Staubsauger schlimmer, oder? Over on TikTok, a man named Brian Barranco published an extremely terrifying video on April 5th that has been freaking out viewers ever since. The video in question was seemingly filmed in some sort of an abandoned and/or haunted hospital. It starts off fairly normal as we initially follow the uploader as he pans the camera around the building, but we soon make a startling discovery along with him. Uy. ¡Hueputa! 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 Oscar, 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 Oscar. ¿Qué pasó? Marica, había un niño, huevón. ¡Hueputa, hueputa, 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 hueputa! If you pause at the right moment, you can make out what appears to be some sort of otherworldly ghost child running around in the hospital, Ghost Child ist einfach eine which Person. obviously freaks out the uploader. However, in an amazing act of bravery, he proceeds to investigate the area where he saw the ghost child, which easily could have gone unbelievably wrong. But thankfully, no harm klang ein comes to bisschen him. so, oder? As a matter of fact, he does not manage to find where the ghost child went to, leaving us all to wonder what in the world Also in that der Zeit, entity was jemand in der doing Geschwindigkeit and wäre what it halt wanted. überall hingerannt, bevor er Was it da a harmful ankam. spirit or one that was just trying to be playful? Either way, it's a good thing that Brian didn't stick around long enough to find out. Immer dreister. Ja, immer dreister. Aber da die Geister immer abhauen und wegrennen, sieht man ja schon, die Geister haben mehr Angst vor euch als ihr vor denen. Haunted places they can find around the world. This particular video sees them heading back out to the Huang Hotel, das sieht auch cool located aus. in Malaysia, which proves to be hugely terrifying. Almost as soon as the video Ich bin aber nicht starts, sicher, ob das something tatsächlich happens die with one of Kameras the sind oder ob das teapots. von diesem Kanal A dieser subtle Filter warning ist. that maybe this YouTuber is not welcome there. 谢小郭送嘉兴的粉 Das ist 丝 nämlich das 牌，谢小 Original. 郭。啊！我操！啊！ A couple of minutes later, when exploring one of the hotel's main rooms, the uploader notices something rather bizarre happening with one of the pictures on the wall directly in front of him.
不知道怎么可能会，对吧？ Da fängt es an zu wackeln. 我操！ Nicht bewegen. Thankfully for our videographer, nothing scary happens to him for the next few minutes. He then proceeds to head into yet another room, at which point he comes into contact with what seems to be a ghostly chef. Take a look. Ein Geisterkoch. Na, wer ist da? Rennt aber schnell weg. His final encounter with his terrifying chef happens around the Der arme Koch. 32-minute mark when he points his camera at a set of dining chairs and tables, which takes a rather dark turn. Jetzt recht, es ist ewig verlassen, aber alles noch fein aufgebaut und alles. Hä? Wovor schreit er denn jetzt so? Was war denn da? Hä? Was war der denn? Ach, das war ja super schwer zu erkennen. What in the world did this chef want, and why was he all over this hotel? Was he attempting to scare away the YouTuber? Did he just want to have a bit of company? We will never Vielleicht, wenn er know jetzt for die sure. Tür aufgemacht hatte, ne? Da hat man während des Öffnens gesehen, dass das Weiße nach links rüber ging. Ja. Also er ist links hingegangen, während er rechts rein in den Raum ist und ist dann hinter ihm dann links abgebogen. These next two Japanese videos were posted to TikTok by a user named BlueSeasM and seem to showcase some rather unsettling activity happening. In the first video, the uploader can be seen holding a blue balloon in his hand while he listens to the disturbing noise einmal of mit what seems Schmackes to be aufballern die Tür. approaching the very spot he is standing on. Just out of curiosity, he drops the balloon directly in front of him, and this happens. Einfach so, somebody. 幽霊に風船を投げてみます。 Okay, er hält jetzt den Luftballon da fest. Hä? Ist ein bisschen verdächtig, dass der Luftballon immer dann hochgezogen wird, wenn der Zipfel nach oben zeigt, ne? Seht ihr das? Der Luftballon hüpft immer hoch, wenn der wo du ihn aufpustest, der Zipfel nach oben guckt, wo das wahrscheinlich das Bändchen dran ist, woran gezogen wird. 幽霊に物理判定があるので、突っ張り棒を用意しました。呼びます。来い来い。来た来た来た来た来た。 Und solche Schritte kannst du halt überall im Haus machen. There's just something so eerie about these two videos that has been freaking out viewers ever since they were both posted earlier this year. What do you make of these clips? Be sure to leave your theories in the comments below. Japan den Geister K.O. schlagen? Nee, That was 5 kenn ich scary nicht. videos. I Bei, hope hast you du da einen enjoyed the Link? Wenn video, ja, schick mal and zu. if you did, then subscribe for more scary content. My name is Sir Spooks, and I'll see you all in the next video. Wie heißt dein Generalschlüssel? Ja, Schuhgröße 45. Hat sich aber gut ausgegangen. Es ist jetzt Punkt 18 Uhr.
Das passt doch perfekt, oder? Hm. Dann würde ich jetzt tatsächlich gucken, ob wir noch irgendwo hingehen können vielleicht. Hm. Ich sehe nämlich gerade... Oh, die liebe Juni ist am Stream. Dann würde ich nämlich gerne mit euch zu der lieben Juni rübergehen oder zu Lobelia. Entweder just chatting, unterhalten uns über Harry Potter. Oder Juni spielt gerade Little Witch in the Woods. Das sind beides ganz, ganz liebe. Aber ich glaube, bei Juni waren wir schon ewig nicht mehr. Dann gehen wir dieses Mal zu der lieben Juni rüber. Oh Gott, so umsehen, aber so Dinge berühren können, ja. Wie die Regeln funktionieren, wissen wir noch nicht ganz genau. So. Ich gehe mal mit euch in den Chatting rüber. Richtig, den Geister-Raid könnt ihr gleich schon mal schreiben. Warum ist denn hier ein schwarzer Bildschirm? Hä? Okay, merkwürdig. Da war die Schwärze. Und schickst mir nochmal den. Ja, das wäre ganz lieb, Vibes. Kannst du mir gerne auf Discord schicken. Und dann wäre es super. Ja, ich bin in der Leere gefangen gewesen. So, ich starte schon mal parallel den Raid zu der super lieben Juni. Moment, muss mal gerade gucken. Universum. Ja, die spielt gerade Little Witch in the Woods. Ich muss gerade nur gucken, ist die jetzt gerade... Nee, sie hört aber jetzt nicht gerade auf, oder? Ich gehe zur Sicherheit mal gucken. Aua! Weil ich gerade nicht sehe, dass sie da am Spielen ist. Uno momento. Ich muss eben kurz... aua! Hey! Abwarten. Danke fürs Bad. Bad. Ja, sonst Mittwoch gibt es hier auf meinem Kanal nichts. Donnerstag vielleicht, wenn ich Zeit und die Energie habe. Vielleicht streamen wir Donnerstag auch nochmal irgendwie von 15 bis 18 Uhr. Versprechen kann ich aber noch nichts. Da müsstet ihr tatsächlich im Discord und auf Twitter ein bisschen die Augen aufhalten. Und sonst gibt es mich aber spätestens am Freitag. Am Freitag könnt ihr mir dann auf jeden Fall sehen. Ich werde noch immer schön vorher verfassen, ja, sonst dauert es ewig, die alle zu verfassen, weil man Rachel erst die Emotes muss. Richtig. Okay, Juni ist momentan im Pausenscreen. Das wäre ein bisschen schade, da jetzt reinzuraden. Dann gehen wir doch woanders hin. Moment. Dankeschön, Vibes. Dann gehen wir nämlich zu lieben Lobelia. Das ist auch eine super, super Liebe. Die quatscht mit euch über das neue Harry Potter Game. Da könnt ihr dann auf jeden Fall ein bisschen drüber mit ihr reden. So. Da sind wir ja flexibel. Dann starte ich starte schon mal parallel. Also da könnt ihr auch ganz, ganz viel Liebe dalassen. Gemeinsam über Harry Potter reden. Und vielleicht sehen wir uns dann ja nachher um 19 Uhr bei der lieben Elise dann zum Pen and Paper spielen. Und Frioli, herzlichen Glückwunsch zu deiner Autogrammkarte. Ich glaube, Doma hat deine Adresse schon, oder? Sonst schick sie gerne Doma oder Firo einmal zu. Und sobald die Autogrammkarten endlich fertig gedruckt sind und hier vorliegen, bekommst du eine zugeschickt. So, okay, ihr Lieben, dann habt ganz, ganz viel Spaß bei der lieben Lobelia und wir sehen uns aller spätestens Freitag dann wieder. Nee, ich lösche Adressen sofort. Wenn ich was weggeschickt habe, lösche ich die Adressen immer sofort wieder. Also, dann entweder müsstest du sie mir nochmal schicken oder ich müsste sehr, sehr viel scrollen, falls du sie mir nochmal irgendwo anders geschickt hast. Aber sonst ja. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche sonst. Wir sehen uns allerspätestens Freitag oder halt in einer Stunde bei der lieben Elise. Und dann sage ich mal, bis dann. Ciao, ciao. Aber ihr hättet es gehört und es hätte mich genervt.